Ich begrüße euch also ganz herzlich. Danke als erstes auch wieder den Übersetzern, Übersetzerinnen, die da am Start sind. Vielen, vielen Dank. Unsere Technik-Crew ist auch wieder am Start und hat alles bestens vorbereitet. Und ich möchte unseren gemeinsamen Tag wieder mit der traditionellen Zuflucht beginnen in Buddha, Dharma, Sangha. Und im Entwickeln der Motivation, zum Wohle aller unterwegs zu sein. Wohlgemerkt, aller bedeutet uns selbst und alle anderen. Sangye Chedan Sangye Chonam Lan Chanjo Badu Dani Kyapsuji Dagi Jinso Jipesenamji Jola Penjia Sangye Jompasho Sangye Chedan Sangye Chonam La Chanjom Badu Dani Kyapsunji Dagi Jinso Jipesenamji Jola Penjia Sangye Jompasho Sangye Chedan Sangye Janam La Janjo Bado Dani Kyapsuji Dagi Jinso Jipesenamji Jola Penjia Sangye Jompasho Sem Chantam Jendeva Dan Deve Judan Dempa Juji Dunai Dan Dunai Jin Judan Deva Juji Dunai Mimpen Deva Dampa Damin Deva Juji Nirin Chandan Nidan Davetanam Chempola Nepan Juji Penden Savela Maremponche Dagi Jitmyo Pede Denshula Kadin Shempen Gone Jesunde Koson Toging Edom Zaldusem. Wunderschön, euch zu sehen, wunderschön in eurer Gemeinschaft zu sein. Und das wird auch das Thema für den ganzen heutigen Tag sein. Ich möchte den ganzen heutigen Tag dem Thema Sangha widmen. Und ich glaube, das habe ich noch nie so gemacht. Das ist ein großes Anliegen von eigentlich allen Lehrern seit der Zeit des Buddhas. Und doch haben wir, wenn wir unterrichten, nehmen wir uns ganz selten nur die Zeit, wirklich ausführlich darüber zu sprechen. Also wenn ich sage wir, meine ich jetzt gerade so die Lehrer in unserer Tradition, in den tibetischen Traditionen. Mein Lehrer, Genyin Rinpoche, hieß Sangha Rinpoche. Genyin heißt Sangha. Und als der 16. Karmapa ihm diesen Namen gab, weil den hatte er noch nicht in Tibet, den kriegte er erst vom 16. Karmapa, als er nach Europa geschickt wurde.
da sah er dessen große Kraft, Sangha ins Leben zu rufen. Und tatsächlich habt ihr das ja mitgekriegt, was da so entstanden ist. Ne? Das war zu seinen Lebzeiten unglaublich beeindruckend. Ne? Diese beiden Klöster mit den 10 Retreatzentren mit jeweils 12 bis 15 Praktizierenden, das Zentrum in Dagpo und die vielen, vielen Untergruppen und auch die monastische Sangha, die da florierte. Und da gibt es noch einen anderen Lehrer, der hieß Sangharakshita, der Begründer von Triratna, früher Friends of Western Buddhist Order genannt. Und der hatte auch diesen Namen. Antje, was heißt eigentlich Rakshitas? Beschützer der Sangha. Und ich vermute fast, wenn du und andere von Triratna, wenn ihr mir vielleicht Stellen suchen könntet, wo Sangharakshita über Sangha spricht, ich vermute, dass er da ganz wunderschöne Passagen hat, weil das ist so ein starker Zug in diesem Triratna-Orden, dass die Gemeinschaftsförderung, die Prozesse, die zu einer florierenden, intakten Gemeinschaft, einer Zusammenarbeit beitragen, dass die sehr unterstützt werden und bewusst kultiviert wurden, schon seit vielen, vielen Jahren. Und schaut, gestern habe ich mit der Lebensgeschichte von Gautami, Siddharthi, habe ich eigentlich so nach den ersten Jahren aufgehört. Ich habe noch erwähnt, dass nach 15 Jahren sie zu Besuch war, dann wieder bei ihrem sterbenden Vater. Ich habe gestern noch wenig Bezug genommen auf die Sangha-Entwicklung, die da stattgefunden hat. Und ich möchte es jetzt auch nur aus dem Gedächtnis heraus, möchte ich es so ein bisschen referieren. Wir haben es damals in Indien vor gut 25 Jahrhunderten haben wir es mit einem exponentiellen Wachstum dieser Gemeinschaft zu tun gehabt. In der ersten Regenzeit waren sie 60 Arhatis oder Arhats, die zusammen waren. Und dann ging es immer so weiter, bis es Tausende und Zehntausende von vollkommen Verwirklichten waren, plus Hunderttausende von Praktizierenden, Laienpraktizierenden, von verschiedenen Praktizierenden auf den Stufen der Verwirklichung. Und unsere Buddhi, unsere Gautami war sehr herausgefordert, ihren Frauen und den dann auch zugelassenen Männern zu erklären, wie Gemeinschaft funktioniert, wie das passieren, wie das so sein könnte. Ich habe immer noch Spaß daran, das umzudrehen. Wisst ihr, es ist so schön, das einfach mal auszudrücken, wie es auch hätte sein können. Ja, und wisst ihr, die Unterweisung zur Sangha, zur Gemeinschaft, das wäre die Übersetzung davon, und die finden sich alle im Vinaya. Ja, und Vinaya ist das am wenigsten studierte und am wenigsten studierte Teil der Unterweisung des Buddhas. Dort gibt es ganz, ganz präzise Hinweise dazu, wie sich der Buddha mit den Herausforderungen immer wieder überlegt hat, oder was heißt, er musste sich vielleicht nicht viel überlegen, aber wie er immer wieder sich dazu geäußert hat, wie die Gemeinschaft mit diesen Herausforderungen umgeht. Und etwas ist klar erwiesen, in den ersten 5 Jahren des Zusammenlebens der Sangha brauchte es gar keine Regeln. Es gab keine Regeln zu Anfang der Sangha. Also bis sie was soll man mal so sagen, bis sie die Zehntausender-Grenze gesprengt hatten und eigentlich alle in der Sangha voll Verwirklichte waren, also in der unmittelbaren Sangha,
brauchte es gar keine Regeln. Das lief von selbst, weil alle in dieser Offenheit des Herzens und des Geistes unterwegs waren, zumindest so viele waren in dieser Offenheit und der Befreiung unterwegs, dass man ihnen nicht zu sagen brauchte, wie sie sich zu verhalten haben. Da die Ich-Bezogenheit nicht aktiv war oder aufgelöst war, entstanden auch keine Probleme. Aber dann kam es zu den ersten Problemen, Herausforderungen und damit war es dann auch wichtig, dass hin und wieder unsere Buddhi, unsere große Mutter, mal Hinweise gab, wie diese Schwierigkeiten gelöst werden können. Und so wurde es zum Beispiel dann zur Sitte, dass darauf geachtet wurde, dass die Gemeinschaften nicht zu groß wurden. Dass also, die zogen ja sowieso in kleinen Gruppen durchs Land, in der trockenen Zeit, aber für die Regenzeit trafen sie sich nicht mehr an einem Ort, sondern die Untergruppen suchten sich jeweils für ihre Regenzeit dezentral über ganz Nordindien verstreut, suchten sich den Ort, um diese 3 Monate im Retreat verbringen zu können und ohne eine Last zu sein für die umgebenden Dörfer und die Siedlungen. Der Grund, warum Regenzeit-Retreats eingeführt wurden, war, weil es eigentlich nicht möglich war, in der feuchten Periode des Jahres sich fortzubewegen, also zu laufen, ohne ständig Insekten zu töten. Das war der Grund. Ja? Das war Rücksicht auf die Insekten und Rücksicht auch auf die Spuren, die man beim Wandern hinterlässt. Das waren ja nicht befestigte Wege, sondern man richtete sehr viel mehr Unheil an. Und deswegen war es gut, einfach mal an einem Ort zu bleiben. Und normalerweise war es so, dass die Unterkünfte, also in der ersten Zeit war es so, dass die Unterkünfte alle wieder abgebaut wurden. Man könnte sagen, so in guter indianischer Manier, ohne Spuren zu hinterlassen. Also die Unterkünfte bestanden aus Zweigen und Laub und Bananenblättern und dergleichen, um Schutz vor Regen zu bieten, aber sie wurden wieder entsorgt. Und es gab in den ersten Jahren der Sangha gab es keine Unterkünfte, die das ganze Jahr überblieben. Diese dauerhaften Viharas, also es war so der Ausdruck, diese dauerhaften Unterkünfte, die wurden dann mit der Zeit der Sangha gespendet. Ja, und dann gab es im Jetavana-Hain und wie sie alle heißen, ja, dann gab es diese Kurtisane zum Beispiel, wie hieß sie nochmal, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, Kamala irgendwas. Oder Anathapindika spendete einen großen Hain und baute eine Unterkunft für die Sangha. Und dann entstanden so Unterkünfte, die auf die Sangha warteten, wenn sie wieder für die Regenzeit zusammenströmten. Und eigentlich müssen wir sagen, die Sangha hat in der Natur gelebt. Okay, das ist schon mal ganz wichtig. Sie hat in der Natur gelebt. Es war nicht das Bestreben des Buddhas, in festen Behausungen irgendwie ein geschütztes Leben zu führen, sondern kaum hat das Wetter das wieder ermöglicht, ist die Sangha ausgeströmt. Und zwar in möglichst viele Richtungen. Und schon zu Lebzeiten des Buddhas kamen die wandernden, Praktizierenden bis nach Kaschmir in diese Richtungen, sehr bald bis nach Südindien. Ich weiß nicht, ob es noch schon zur Lebzeit des Buddhas wurde übergesetzt nach Sri Lanka. Auch der Buddha scheint einmal dort gewesen zu sein. Also es sind unglaubliche Entfernungen schon zurückgelegt worden.
Und das ist ein anderes Merkmal. Wir haben das Merkmal der Naturverbundenheit, der Einfachheit. Mit Einfachheit meine ich einfache Schlafstätten, einfach nur eine Mahlzeit pro Tag, ja, einmal betteln gehen und dann ist Schluss und dann wird nachmittags wird sich nicht mehr drum gekümmert. Einfache Ernährung und zwar nicht wählerisch, man nimmt das, was einem geboten wird, ja, so Einfachheit und dann diese Offenheit für andere. Diese Offenheit einer Sangha, immer bereit zu sein für den neuen Kontakt und es sich nicht gemütlich einzurichten, so da, wo es uns jetzt gefällt und da bleiben wir, sondern die Aufgabe war wirklich, durchs Land zu ziehen und verfügbar zu sein, ansprechbar. Man konnte Sangha-Mitglieder immer ansprechen und ihnen Fragen stellen und mit ihnen praktizieren. Aber unaufgefordert wurde nie unterrichtet. Das war so, wenn die durchs Dorf gingen, dann hat der Buddha gesagt, weil das offenbar passiert war, dass Einzelne dachten, da kriegen wir besonders gute Gaben und Opferungen, dass sie gezielt zu einem bestimmten Haus gingen, dann wurde die Regel eingeführt, nie ein Haus im Dorf auszulassen, um jeder Familie die Gelegenheit zu geben, in Kontakt mit der Sangha zu treten. Und immer, wenn auch nur eine Kleinigkeit gespendet wurde, etwas in die Almosen, das waren so große Almosenschalen, in die richtig was reinpasste, ja? Immer wenn etwas da reingelegt wurde, dann war klar, die Praktizierenden würden als Dank auch eine kleine Unterweisung geben. Manchmal nur 2, 3 Zeilen aus den Unterweisungen des Buddhas oder manchmal etwas länger. Und wenn sie zu einem richtigen Essen eingeladen wurde, dann wurde erst in Stille gegessen. Dann gab es nach dem Essen als Dank, wurde Dharma-Dana gegeben, also die Freigebigkeit des Dharmas wurde als Dank für die materielle Freigebigkeit geübt. Und das sind so ganz wichtige Prinzipien, die von Anfang an das Leben der Gemeinschaft geprägt haben. Jetzt war diese Gemeinschaft ja gemeinsam unterwegs. Die waren aufeinander angewiesen. Ja? Entweder verließen sie sich, wenn sie alleine wanderten, auf die Unterstützung all derer, denen sie begegneten, oder sie unterstützen sich gegenseitig und es gab dann so einfache Hinweise, wo der Buddha sagte, ja, also wenn jemand von euch krank ist, von uns krank ist, dann hat die Pflege der Kranken Vorrang. Dann denkt nicht, die Meditation habe Vorrang. Und der Buddha ist selbst hingegangen, als er mal gemerkt hat, das kam vor, diese Geschichte wird zum Beispiel berichtet, da war jemand vergessen worden, der war zurückgelassen worden, die Sangha war ausgeströmt und hat den Kranken einfach zurückgelassen. Da ging der Buddha selber hin und hat sich um alles gekümmert, alles schön aufgeputzt und Wasser geholt und sich um Nahrung gekümmert und Wickel gemacht, um das Fieber zu senken und so weiter. Also die Sorge für Kranke hat Vorrang vor allem, was vermeintlich wichtiger zu sein scheint. Und dann mit der Zeit wurde eingefügt, dass an Vollmonden und Neumonden, dass das die Momente waren, wo man vom Herzen her in der Sangha miteinander sprach und eventuell etwas offenlegte, was einen belastet. Da konnten auch die Probleme in der Gemeinschaft angesprochen werden. Da konnte das ausgedrückt werden, was man vor den anderen versteckt hatte. Also zum Teil im sprichwörtlichen Sinne, wenn man Nahrung mit nach Hause genommen hatte, also mitgenommen hatte in die Unterkunft und versteckt hatte, damit man noch was am nächsten Tag hatte und so. Weil diese Regel der Einfachheit, die war so ausgeprägt, dass man eigentlich immer zufrieden sein sollte mit dem, was man gerade bekommt und dass man nicht horten durfte. Ja, es war eine
Es war genug da für alle und es war nicht nötig zu horten. So wurde dieser Instinkt zu horten, wurde direkt vom Buddha angesprochen und sagt, hey, nehmt euch nur das, was ihr wirklich gerade braucht und wir legen keine Vorräte an. Und dann später, als die Sanghas größer wurden, dann gab es Zuständige dafür, die im Namen aller gewisse Puffer anlegten. Ja, dann durfte etwas im Namen der Sangha für alle aufbewahrt werden. Und dann wurde darauf geschaut, dass es auch nicht verdirbt. Das war ganz, ganz schlimm, wenn Nahrung verdarb. Ja, also Nahrung wegwerfen und verderben lassen, das ging gar nicht. Ja? Und ihr müsst wissen, in den großen, bei den Temperaturen und so und kein Kühlschrank und so. Ne? Das passierte schnell mal und überall Insekten unterwegs und so. Ja? Das ist nicht so eine insektenarme und sterile Umgebung wie hier gewesen, sondern da kreucht und fleucht es überall. Ja? Das muss man sich einfach klar machen, so wie es früher bei uns war. Und so entstanden mit der Zeit immer mehr Hinweise. Der Buddha hat sich dann sogar darum gekümmert, dass er präzise Instruktionen gab, wie Latrinen zu bauen waren, also Toiletten, Plumpsklos würden wir sagen, die so entwässert wurden und so gereinigt wurden, dass nie ein benachbartes Gewässer dadurch verseucht wurde. Und dass die sich daran ansammelnden Insekten auch geschützt wurden und dass sich keine Krankheiten davon. Also die Fürsorge der Buddhi, vielleicht könnten wir wieder mal zwischendurch sagen, ja, für ihre Gemeinschaft war bis ins kleinste Detail. Immer wieder wurden Fragen an sie herangetragen und dann gab sie Antworten darauf. Antworten, die immer darauf gedacht waren, die gesamte Gemeinschaft daran zu erinnern, dass das Leben auf Respekt beruht. Zum Beispiel wurden die Männer angehalten, bitte nicht ins Wasser zu pinkeln, also in Seen oder in Bäche oder so, weil da Lebewesen drin leben, die das als eine Provokation, eine mangelnde Wertschätzung erleben, dass sie bitte urinieren mit guten Wünschen für alle Lebewesen und an Orte, wo es nicht direkt ins Trinkwasser geht. Ja, da, wo Nagas leben und andere Wesen. Ja, so. Diese nicht sichtbaren Wesen. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass man beim Laufen die Füße dorthin setzt, wo man nicht unnötig Grashalme knickt. Und schon gar nicht Reishalme. Und ja, also dass die Sangha auch eigentlich, um zu leben, es gar nicht braucht, irgendwelche Bäume zu fällen. Also wurde die Sangha instruiert, da wo sie hinkommt, nicht einfach kurz mal Bäume zu fällen in den Wäldern, um sich was zu bauen, sondern mit den natürlicherweise runtergefallenen Ästen sich ihre Unterkünfte zu bauen. Es ging also in viele Details, das alles findet sich im Vinaya, aber wenige Menschen kennen den Vinaya. Ja, also die Sammlung der Schriften zum Zusammenleben der Menschen. Ja, das ist eigentlich, was Vinaya ist. Man denkt immer, man übersetzt das oft als die Ordensregeln. Erinnert uns irgendwie an katholische Orden oder so, aber eigentlich waren es ganz, ganz viele Unterweisungen darüber, wie Respekt in der Gemeinschaft gelebt wird und wie man liebevoll mitfühlend miteinander umgeht. Wenn eine Nonne, ein Mönch etwas zu bekennen hatte, wie man das mit offenem Ohr und offenem Herzen aufnimmt, wie man nach Wegen sucht, um das voll und ganz zu bereinigen, sodass nach diesem Geständnis in der Vollmondnacht oder Neumondnacht und so, dass man direkt vollkommen befreit und unbelastet von allen Schuldgefühlen den Weg wieder gehen kann, was es braucht, um etwas aufzulösen. Manchmal braucht es eine Entschuldigung bei jemandem anders, manchmal braucht es den Entschluss, jetzt in diesem Bereich wieder reines Verhalten zu üben und so weiter und so fort. Ja, also das gibt es ganz viele Hinweise, wie ein Zusammenleben
möglich ist. Und ihr wisst noch, ihr kennt das vielleicht, das Metta-Sutta, wisst ja noch, wie das entstanden ist. Da waren doch in der Regenzeit, hatten sich doch eine Gruppe von Praktizierenden zurückgezogen in einem Wäldchen und hatten lauter Schwierigkeiten und kamen dann zum Buddha. Also unsere Praxis macht überhaupt keine Fortschritte, wir haben irgendwie nur Schwierigkeiten. Und der Buddha in seiner Hellsicht, oder die Buddhi, unsere Gotami, die sah dann, dass diese Schwierigkeiten damit zusammenhängen, dass diese Gruppe von Praktizierenden zu wenig Respekt vor den Baumgeistern hatten. Und dass die Baumgeister durch ihren Einzug in den Wald völlig aufgescheucht waren und irgendwie nicht wussten, wie sie sich verhalten sollten und immer dachten, weil jetzt diese ehrwürdigen Mönche da unter ihrem Baum nisten, dass sie jetzt von den Bäumen runterkommen müssen und irgendwie. Und dann sagte der Buddha, die Buddhi sagte ihnen, hey, gebt denen mal ein Zeichen, dass ihr sie wahrnehmt, dass sie in eurem Geist sind, dass sie auf den Bäumen bleiben dürfen, dass sie keine Anstalten müssen, ihr Leben verändern zu müssen, bloß weil ihr da seid. Und das war dieses Metta-Sutta. Und das hat sie dann ihren Nonnen gesagt, rezitiert das doch ein paar Mal, am besten jeden Tag oder ein paar Mal täglich, damit die Botschaft der Liebe bei allen, die euch umgeben, wirklich ankommt. Das Metta-Sutta ist also direkt gedacht gewesen, um nicht nur innerhalb der Gemeinschaft in liebevoller Güte anzukommen, sondern mit all den Lebewesen, die drumherum sind, damit die auch alle die Botschaft bekommen, hey, kein Stress, wir wollen ja nur hoffentlich mit eurer Unterstützung ein paar Tage, ein paar Wochen, maximal ein paar Monate uns aufhalten. Wir möchten uns einfügen, euch nicht stören. Lasst uns möglichst in Harmonie miteinander leben. Und kaum fingen die Nonnen an, dieses Metta-Sutta dann regelmäßig, diese Lehrrede des Buddhas regelmäßig zu rezitieren, lösten sich all ihre Schwierigkeiten auf, woraus wir vieles lernen können. Es geht um eine Gemeinschaft, die sich nicht nur um sich selbst kümmert, sondern die immer im Bewusstsein lebt, all derer, die drumherum sind. Das ist eigentlich Sangha. Sangha ist nicht auf sich selbst fixiert. Wenn wir auf uns selbst fixiert sind, entstehen Schwierigkeiten. Und wenn innerhalb der Sangha, weil solche Situationen gab es dann auch, wenn die einzelnen Mitglieder der Sangha auf sich selbst fixiert sind, dann gibt es sowieso Schwierigkeiten. Also es geht um Metta, um gelebtes Wohlwollen oder ja, eine Freundschaft, eine freundschaftliche Zuwendung allem gegenüber. Den Pflanzen, die nicht geknickt werden sollen, den Bäumen, die nicht einfach geschlagen werden, den Baumgeistern, den Wesen, die auf dem Boden leben, den Tieren gegenüber, allen gegenüber. Ja, diese Feinfühligkeit im Sein miteinander. Und das hat der Buddha, und ich werde ja natürlich jetzt bald mal aufhören mit den Beispielen, weil das hat der Buddha in unzähligen Anfragen bis ans Ende seines Lebens, hat er das weiterverfolgt, immer wieder Unterstützung zu geben für respektvolles Sein in dieser Welt. Also da brauchen wir nicht 2500 Jahre buddhistische Ökologie neu zu erfinden. Ihr merkt, das war alles schon da, das ist alles schon Teil und findet sich in dem am wenigsten studierten Aspekt von Buddhas Lehre, Vinaya, weil das wird eigentlich nur von Mönchen und Nonnen studiert. Und es sind aber viele, viele Unterweisungen, die sich da finden, sehr praktischer Natur, also über diese zwischenmenschliche Kommunikation und so. Und dieses Sangha
müsst ihr euch jetzt vorstellen, die kamen also nur selten als ganzes Sangha zusammen, als großes Sangha, aber die waren viel zu viele geworden. Und deswegen ist das so ein besonderes Ereignis, als der Buddha später in seinem Leben, einen Monat nach der Regenzeit, mal alle zusammengeholt hat und gesagt hat, nächsten Vollmond möchte ich euch eine Unterweisung geben. Ich möchte, dass so viele wie möglich von euch diese Unterweisung hören. Und hat Botinnen geschickt in die verschiedenen Sanghas, die noch in ihren Regenzeiten waren, hat gesagt, also nächsten Monat lasst uns alle, ich habe den Ort vergessen, ob es Rajgir war oder so, lasst uns alle dort zusammenkommen. Unsere Leiterin hat etwas mit uns zu teilen. Und das war diese berühmte Situation, als sie sich dann hinsetzte und das Anapanasati Sutta lehrte. Das war diese Unterweisung, wo Gotami, Siddharthi, sich dachte, nach all diesen Jahren, wo ich unterrichtet habe, möchte ich doch dieses Passepartout, diese Praxis, die eigentlich für alle Situationen passt, die möchte ich jetzt allen nochmal klar machen. Und hat dann in einer Vollmondnacht diese Unterweisung gegeben, die wir jetzt als das Kultivieren von Gewahrsein mit dem Ein- und Ausatmen kennen. Das war eine ganz besondere Situation. Das lesen wir sonst bei keiner Lehrrede, dass sie oder er von mir aus irgendwie angekündigt hätte, eine Unterweisung zu geben und alle zusammengetrommelt hat. Das gibt es sehr selten. Das sollte uns hellhörig machen und ich unterrichte jetzt ja schon lange diese Unterweisung des Gewahrseins mit dem Ein- und Ausatmen. Und es ist wirklich eine Lehre, eine Praxis, die in alle Situationen passt und alle Qualitäten entwickelt. Und solche Situationen gab es also wenig, weil die Sangha ganz groß wurde. Und einfach nur, um euch ein Zahlenbeispiel zu geben. Es heißt, dass als der Buddha älter wurde, ja, der Buddha hat 45 Jahre unterrichtet. Sie war 35 Jahre alt, als das vollkommene Erwachen sich vollzog und dann noch 45 Jahre Unterricht. Ich wechsle jetzt wieder in die maskuline Form. Der Buddha war also 80 Jahre, als er dann diesen Körper verließ. Und in der Zeit vorher gab es schon Vorzeichen, dass es bald zu Ende gehen würde. Und viele Arhats dachten, jetzt wäre es an der Zeit, den Körper zu verlassen, weil jetzt ist der Buddha ja noch da und kann sie begleiten in der Zeit danach. Und dann heißt es, dass 5000 Arhats und Arhatis ihren Körper verlassen haben. Einfach nur, Freitod. Einfach nur, um vor dem Buddha zu gehen. Und nach des Buddhas Tod ging das noch weiter. Und Kasyapa, der damals Älteste in der Sangha, der musste diese Welle richtig stoppen. Der musste diese Welle stoppen von Praktizierenden, die einfach sagen, jetzt nutzen wir noch die günstige Situation, wo der Segen des Buddhas noch so aktiv ist und verlassen mal dieses Leidenstal, dieses Jammertal. Und hat es also gerade mit Mühe und Not geschafft, mal noch 500 Arhats zusammenzutrommeln für das erste Konzil. Ja? Das erste Konzil, was ein Jahr nach dem Ableben des Buddhas stattfand und wo dann Ananda, unsere Anandi, dann als 500. noch den Zugang in dieses Konzil fand. Es war eine Riesensangha von so vielen Tausenden von Verwirklichten verstreut über ein großes, großes Gebiet und mit ganz, ganz viel, noch viel mehr Praktizierenden, die noch nicht die volle Verwirklichung erreicht hatten und noch viel mehr Praktizierenden, die zu Hause den Dharma praktizieren.
Und vermutlich war es damals schon so, dass diejenigen, die zu Hause praktizierten und diejenigen, die im Leben den Dharma weitertragen wollten, dass es schon damals die Ursprünge des Mahayana gab. Dass es schon damals Bodhisattva-Unterweisung für Haushälter gab, für Menschen, die den Weg in der Familie gingen. Denn inzwischen sind auch die ältesten Texte des Mahayana zur selben Zeit datiert wie die ältesten Texte des Pali-Kanons. Man weiß inzwischen, dass das Niederschreiben dieser Unterweisung zwischen 70 und 40 vor Christus stattgefunden hat. Die ersten Pali-Texte und Mahayana-Texte datieren in diese Epoche. Bis dahin hat die Sangha eine Aufgabe gehabt, und zwar die des Auswendiglernens und Weitertragens aller Unterweisungen des Buddhas. Also die Sangha, die Gemeinschaft, hatte neben ihrem Zusammenleben auch immer die Aufgabe, das Erbe weiterzutragen, unverfälscht weiterzutragen. Und dafür gab es Praxismomente, wo die Sangha zusammensaß und aus dem Gedächtnis bestimmte Lehrreden des Buddhas, immer so in wechselnder Reihenfolge, zu rezitieren, sodass die älteren Praktizierenden die Jüngeren korrigieren konnten bei der Rezitation, so dass es sorgfältig weitergegeben wurde. Und diese Tradition des auswendigen Rezitierens der Lehrreden des Buddhas auf Pali und später auf Sanskrit und später auf Tibetisch, das ist in alle Richtungen weitergegangen. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, nicht mehr ganz exakt, aber ich meine, dass es Ende der 50er Jahre gewesen ist, dass in Burma nochmal ein Konzil stattgefunden hat, wo die 5 Nikayas, die 5 monastischen Linien der Theravada-Tradition zusammengekommen sind, um alle nochmal auswendig die Pali-Sutten zu rezitieren und die schriftlichen Texte danach zu korrigieren. Ihr müsst also bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts hat also diese Tradition des auswendigen Behaltens von allen Lehrreden des Buddhas immer noch dominiert über die schriftliche Übertragung. Und dann danach wurden die Texte korrigiert, weil da konnten Fehler drin sein. Aber die gesamte Gemeinschaft mit ihrem Gedächtnis, die irrte sich nicht. Und die hatten sich auch gut organisiert, weil die verschiedenen Nikayas, die verschiedenen Gruppierungen, auch damals schon nach dem Ableben des Buddhas, die hatten die Aufgabe bekommen, eine Gruppe von Unterweisungen spezifisch wachzuhalten. Es mussten nicht alle alles wachhalten, alles behalten, sondern eine Gemeinschaft kümmerte sich vor allen Dingen um diesen Set der Lehrreden und eine andere um den anderen Set der Lehrreden und so. Ja? Und das war auch das, was bei dem ersten Konzil stattfand, mit der Hilfe von Ananda, dass alles, was sie sich erinnerten, was der Buddha gelehrt hatte, dass das alles in Gegenwart der Arhats rezitiert, aufgesagt wurde. Vieles wurde von Ananda gesprochen, einiges von Kasyapa. Mahakasyapa ist offenbar derjenige, der besonders die synthetischen, also die zusammenfassenden, die synthetisierenden, die zusammenfassenden Unterweisungen des Buddhas vorgetragen hat und deswegen als Begründer des Abhidharma gilt. Könnt ihr mir gerade helfen? Es gab einen Mönch, der vor allem die Vinaya-Unterweisung vortrug. Das habe ich in meiner Zusammenfassung habe ich das aufgeschrieben, ist mir gerade entfallen. Aber die hatten schon damals ihre Schwerpunkte und immer gab die gesamte Sangha ihr Feedback, ja,
so haben wir es auch in Erinnerung. Oder aufgepasst, da ist noch etwas gewesen, was noch nicht erwähnt wurde. Und so wurden die Unterweisungen komplettiert und wurden auf ihre authentische Natur hin überprüft. Wie war denn das möglich? Das war dadurch möglich, dass die Sangha, die mit dem Buddha unterwegs war, der reiste ja mit einigen, das wurde auch etwas größer, er war dann mit 10, 20, 30 Praktizierenden unterwegs, dass die teilten sich dann auf für die Almosenrunde und Ananda war die letzten 25 Jahre immer an der Seite des Buddhas. Der war zwar sein Cousin, aber er war, wie man das manchmal in großen Familien kennt, er war 40 Jahre jünger als der Buddha, obwohl er Cousin war. Ja? Gibt es halt so Generationenverschiebungen. Und der begleitete ihn und abends, wenn Ruhe einkehrte, setzten sich alle, die nicht beim Buddha dabei gewesen waren und auch die, die dabei waren, um Ananda herum. Der Buddha war gar nicht mehr dabei. Und Ananda erzählte in komprimierter Form, was der Buddha tagsüber gesagt hatte. Und Ananda hatte diese unglaubliche Fähigkeit eines makellosen Gedächtnisses. Dafür wurde er berühmt, dass er sich nie täuschte. Das gab viele damals zu der Zeit, weil der Geist war noch nicht so abgelenkt wie heute. Ja? Dieses makellose Gedächtnis, das hatten viele und auch bei den Tibetern hatten das viele. Ich habe noch miterlebt, wie Tenga Rinpoche mit seinem Bruder zusammensaß und sie sich zusammen erinnerten, einen tibetischen Text zu rezitieren, der verloren gegangen war bei der Flucht, den sie aber als Jugendliche auswendig gelernt hatten. Und sie konnten den noch und sie rezitierten den miteinander und schrieben ihn auf. Ja? Diese Fähigkeit, die hat viele tibetische Texte wieder restaurieren lassen, weil die nicht nur gelesen wurden, sondern tatsächlich auswendig gelernt wurden. Und das ist bis heute so, dass die Umses, die Ritualleitenden, die auch die Instrumente leiten und so die Rezitation leiten, dass die eigentlich ihre Texte auswendig können müssen. So wie gute Musiker bei uns ohne Notenblatt spielen. Ja? Auswendig. Und das war gang und gäbe. Okay, nur, dass ich spreche darüber, weil ihr merkt da, die Sangha traf sich täglich, um den Dharma, der heute gelehrt wurde, nochmal miteinander zu teilen und zu reflektieren. Und ihr wundert euch vielleicht, warum ich jetzt so in diesem 10-Jahres-Zyklus, warum ich diese Austauschgruppen eingeführt habe. Es wurde mir kürzlich nochmal erinnert, was für Widerstände im Raum waren, als ich den ersten Grundkurs hier anleitete. Was und Gruppen, will doch keiner hin. Und nachher macht es doch Spaß. Ja? So, obwohl und trotz und ja, aber irgendwie, und diese Funktion der Sangha, dass wir uns miteinander über den Dharma austauschen, dass wir zum Teil Zitate einbringen, die uns inspirieren, dass wir sie miteinander teilen und drüber nachdenken, ist unglaublich wichtig. Ohne dieses Treffen um den Dharma herum gibt es keine wirkliche Sangha. Wenn Sangha nur daraus besteht, gemeinsam essen zu gehen und sich gar nicht über den Dharma auszutauschen und auch nicht gemeinsam zu praktizieren, dann ist es nicht die Sangha auf dem Weg des Erwachens, die diesen Namen verdient. Versteht ihr? Es braucht den Austausch um den Dharma herum. Und dann gibt es ja die weitere Funktion, dass alle, die Teil der Sangha waren, Ansprechpersonen wurden für andere, die etwas über den Dharma wissen wollten. Das heißt, alle waren damals schon aufgefordert, tatsächlich den Mund aufzutun und den Dharma ein wenig weitergeben zu können. Und dafür muss man das ja ein bisschen üben. Man muss ja
das üben. Wie geht denn das überhaupt? Wie spreche ich darüber? Stell dir vor, Waltraud, ich frage dich, hey, du bist doch jetzt schon ein paar Jahre bei diesen Buddhis da. Und was machst du da eigentlich? Und sag mal, sprechen die da auch ständig über Karma und so? Was ist denn mit diesem Karma eigentlich gemeint? Musst du mal Internet googeln, ne? Wäre schön, ein paar Sätze sagen zu können. Ne? So ein paar Sätze. Es geht um Ursache und Wirkung. Und das heißt immer, vergiss das Wort Karma, reflektier einfach drüber, welche Ursachen und Bedingungen dazu beitragen, dass etwas erlebt wird, etwas erfahren wird. Und dann hast du schon das Wichtigste gesagt. Übrigens, so ein ähnlicher Satz hat dazu geführt, dass Mahamoggallana und Shariputra unmittelbar, ohne dem Buddha begegnet zu sein, allein aufgrund dieser Erklärung den Stromeintritt verwirklicht haben. Allein, weil sie so einen offenen Geist hatten. Nicht? So. Aber tatsächlich, wenn wir die Lehre akkurat weitergeben, dann fließt etwas durch uns durch und es kann beim anderen eine größere Öffnung bewirken als bei uns selbst. Das sollte uns immer klar sein. Wenn wir im Segensstrom sind, dann kann es sein, dass wir als Mitglieder, als Mitpraktizierende der Sangha etwas ganz Wunderbares im anderen unterstützen können. Es ist nicht so, dass bloß weil wir denken, wir wären so unfähig, dass bei uns der Segensstrom abbricht. Gar nicht. Es kann sein, dass der durch uns durchgeht und im anderen wunderbare Früchte trägt, ja, zur Blüte kommt. Und das ist eine Aufgabe von der Sangha, ja, dass sie so, also den Dharma bewahrt, praktiziert, verwirklicht, so gut wie es geht und weitergibt. Das ist also von damals schon, wir nennen das manchmal Schneeballsystem, das ist in Indien nicht gerade so das tolle Beispiel. Ne? Es ist eher wie so ein Banyanbaum, der wird manchmal als Beispiel benutzt. Wisst ihr, dieser Baum, der ganz weit ausschlägt und sobald die Zweige den Boden berühren, dann sprießt wieder ein neuer Baum. Und sogar der Baum in der Mitte kann sterben, aber der Wald, der da entsteht, ist von einem einzigen Baum ausgegangen. Ja? Weil sobald die Erde wird berührt und wieder entsteht ein neuer Baum, der seine eigenen Wurzeln hat und so geht es die ganze Zeit weiter. Wenn ihr mal sowas gesehen habt, das ist unglaublich. Die können über 100 Meter und so, kann aus einem Baum ein ganzer Wald entstanden sein. Das ist unglaublich schön. Solche Pflanzen haben wir ja auch, so Ableger, die in die Erde gehen und direkt wieder was Neues keimt. Stellt euch Sangha mehr als so etwas vor. Wir sind so ein Ableger und wir haben Kontakt zu unserer Grundnatur, ja, das ist der Boden, das ist die Buddha-Natur in uns und aus uns heraus entsteht das neue Gewächs. Vielleicht sind wir nur so ein kleiner Schößling, vielleicht sind wir schon eine größere Pflanze, vielleicht schon ein belastbarer Baum, spielt keine Rolle. Es entsteht neu und der Dharma geht weiter. Das ist Sangha. Und wenn wir uns in der Sangha unterstützen, dann doch sehr so in der Art, das Wachstum im anderen, das Wachstum der Qualitäten, dieses Vertrauen in die Grundnatur, dass wir das immer unterstützen. Also Sangha ist ein Riesenförderverein. Ja? Es ist eine Familie im besten Sinne. Eine Familie, wo es darum geht, dass sich alle Familienmitglieder wirklich aufs Beste entwickeln. Für den Buddha damals war das so, dass er manchmal so Ausdrücke benutzt hat, also die sich mit ihm, und da können wir uns ruhig dran erinnern, mit ihr, mit auch den Nonnenorden auf den Weg gemacht haben, die gingen in die Heimatlosigkeit. Okay?
Die verließen ein Zuhause und ein Zuhause, in dem die prägenden emotionalen, sozialen, psychischen Muster sehr stark aktiviert waren. Ihr müsst euch vorstellen, sie verließen ein Zuhause, wo das Kastenwesen ganz aktiv war, wo es für den Sohn eines Schusters nicht möglich war, sich etwas anderes vorzustellen, als auch Schuster zu werden. Und die Bauern waren, die wurden wieder Bauern. Und alle lebten ihren Kastenauftrag. Das war ihr Dharma. Ja, der Dharma im kastenbezogenen Indien war die Perfektion des Kastenauftrags zu leben. Wenn du in einer Brahmanenfamilie geboren warst, dann wurdest du Brahmane, zumindest der erstgeborene Sohn, und wurdest so gut wie es ging im Vollziehen der vedischen Riten. Ja, wurdest du, und das war der Auftrag, das war der Dharma. Und jetzt kommt der Buddha und sagt, euer Dharma ist nicht den Auftrag eurer Kaste zu erfüllen, sondern unser Dharma ist, diese Grundnatur freizusetzen. Vollkommen frei zu werden. Frei von allen Schleiern. Frei von all diesem Irrglauben, dass irgendwelche Rituale uns befreien können. Frei davon. Und aus diesen Bezügen galt es, sich zu lösen. Und jetzt aufgepasst, heutzutage haben wir sehr geschwächte Familienzusammenhänge. Es ist nicht gut, jetzt wenn alle in die Heimatlosigkeit ziehen und ihre Eltern unversorgt zurücklassen oder irgendwie meinen, sie müssten ihre Kinder zurücklassen und so ganz und gar nicht. Also bevor ihr denkt, alles zurücklassen und so wie der Buddha oder die Buddhi den Sohn zurücklassen, da war ein riesiger Clan drumherum, die sich alle gekümmert haben. Ja, da entstand jetzt kein Schaden dadurch, dass eine Person wegzog. Ganz was anderes als heute. Aber worum es ging ist, wer in die Sangha eintritt, geht in einen Bereich hinein, wo nicht mehr die alten Muster zementiert werden und immer eingefordert werden und du musst so sein, wie du immer schon warst und wie dein Familienauftrag ist, sondern du gehst in eine neue Familie hinein, in ein Netz von Freundschaften steigst du ein und das ist deine spirituelle Familie. Und dieses Wort Kula für Familie, das wird ganz oft benutzt vom Buddha als ein Synonym für Sangha. Das ist eine neue Familie und in dieser Familie nähren wir einander in den erwachten Qualitäten, in der Praxis der Paramitas, in diesen Qualitäten, die jenseits führen ans andere Ufer des Leidens. Das ist eigentlich, was Sangha ist. Sangha ist eine große Selbsthilfegruppe, ja, wo es ein paar gibt, die schon seit Jahren trocken sind und die den anderen helfen, sagen, ja, auch ich, jeden Tag aufs Neue, ja, ich bin ein Süchtiger in dem und dem Bereich, aber schon seit ein paar Jahren trocken und auch heute bin ich trocken und so funktioniert es für mich. Ja? So, und das nennt man die Dharma-Lehrenden. Die sind einfach ein bisschen trockener als die anderen. Ja? Nicht so viel, nicht so ihrer Sucht ausgesetzt. Hoffentlich. Und in dieser großen Selbsthilfegruppe finden wir unsere neue Familie. Und wir unterstützen einander. Das ist die Idee, möglichst nicht rückfällig zu werden. Und wir haben ein SOS-System und das gehört eigentlich zu einer gut funktionierenden Sangha dazu. So wie ihr, wenn ihr zu AA, NA und so weiter geht, kriegt ihr einen Mentor, einen Freund, dessen Telefonnummer ihr habt und den ihr jederzeit anrufen könnt, wenn ihr in Gefahr seid, rückfällig zu werden. Ja? Bei uns ist der Rückfall auch in unsere Suchtverhalten, und zwar das sind unsere samsarischen Suchtmuster. Und wir unterstützen einander. Wir unterstützen einander auf die beste Art und Weise
Und wir weiten diese Unterstützung aus, wenn es weitere Anfragen gibt, wenn Menschen dazukommen wollen. Das ist die Aufgabe der Sangha. Das sind offene Selbsthilfegruppen, wo jeder natürlich nur so viel übernimmt, wie gerade möglich ist. Aber die Idee ist, dass wir als Ganzes Ansprechpartner sind und auch viele Ableger bilden können. So wie damals schon in der ersten Periode, wie der Buddha einfach dafür sorgte, wenn die Regenzeit vorbei sind, geht in möglichst kleinen Gruppen, sodass andere andocken können, dass wir viel Kontaktfläche schaffen, damit diese spirituelle Familie wirklich fruchtbar ist und ganz viele neue Triebe hervorbringt und sich die Erfahrung der Befreiung und des Erwachens überall hin verbreitet und dieses Wissen allen zugänglich ist. Und es war die ganze Zeit bis zu seinem Ableben hat der Buddha keine Anstrengung übernommen, die Sangha zu hierarchisieren. Versteht ihr? Eine Struktur einzufügen von irgendwie so Priestern, Bischöfen, Kardinälen, Papst und so. Gar nichts. Es war eine Sangha der Gleichberechtigung. Das einzige Kriterium für Respekt, damit man sich ein bisschen orientieren konnte, war, wie lange jemand schon in der Sangha war. Die Jahre, wie man eingetreten war, das war die Sitzordnung. Aber das war kein Weisungsrecht, sondern es war einfach nur, statt nach äußeren Kriterien zu gehen, ging man danach, wie lange jemand schon auf dem Weg ist. Ja? So, das war das. Aber das war nur einfach, damit irgendwie eine Sitzordnung klar war, damit nicht ständig diskutiert werden musste. Und eigentlich ging es dem Buddha vor allen Dingen darum, dass er durch diese Sitzordnung und die Ordnung, wie man sich verbeugt, auch in der Sangha, dass er seinen stolzen Prinzen, die sich hatten ordinieren lassen, ihren eigenen Friseur vor die Nase setzen konnte. So dass sie sich vor dem, die hatten sich nämlich, also aus dem Clan der Shakyas waren nämlich nicht nur die Prinzen gekommen und wollten dann in der Sangha mitpraktizieren, sondern sie hatten ihren Friseur und noch andere Angestellte mitgebracht, die auch in den Dharma eintreten wollten und die kamen ja aus viel niederen Kasten. Und der Buddha macht es extra so, dass er den Friseur, von dem wissen wir es, und die anderen einen Tag vor den Prinzen ordinierte. Und so mussten die Prinzen ihr ganzes Leben lang sich immer vor dem Friseur, der ihnen früher ihr Diener war, mussten sich immer vor ihm verneigen. Und immer saß der einen Platz vor und über ihnen. Also so Sachen hat der Buddha halt gemacht, um ausgleichend zu wirken. Und ich meine, es ist schön, wenn wir so drüber lachen, aber wisst ihr, wie stark das ist? Da gab es Regeln und die gibt es heute noch, dass der Schatten eines Kastenlosen nicht einmal auf den Schatten eines Brahmanen fallen darf und so. Das heißt, die gingen in den Straßengraben, wenn Brahmanen vorbeizogen. Und das kann dir heute noch passieren, wenn du durch Indien gehst. Ist mir kürzlich passiert, als ich dort war, dass eine dunkelhäutige Frau vor mir in den Graben flüchtete. Und weil ich die Regeln kenne, wusste ich, was sie gerade dabei war. Sie wollte nicht, dass irgendwie vielleicht dieser Weißhäutige, vielleicht ist es ja ein weißhäutiger Brahmane oder so, dass ihr Schatten auf mich fällt. Ja? Das müsst ihr wissen, das geht bis heute so weiter. Und jetzt setzt man so jemanden, die Kastenlosen wurden genauso ordiniert wie die anderen und die saßen dann an ihrem Ort in der Sangha, einfach entsprechend des Tages, wo sie ordiniert worden waren. Ganz einfache Regel, keine Diskussion. Und das war für die Respekt gewohnt waren und die immer das Beste kriegten und so. Wisst ihr, was das ist? Ja, es war super, oder? Super, genau so. Und das ist Gemeinschaft, ja. Und jetzt würden wir uns auch wünschen, dass das endlich auch für die Frauen so ist und dass einfach unterschiedslos Frauen und Männer
gleich behandelt werden, ne? So wie das Gengen Rinpoche mit uns dann praktiziert hat. Da gab es dann keinen Unterschied mehr. Aber das wäre super. Ich bin also als Leiter einer monastischen Delegation, bin ich nach Burma zu einer sogenannten Weltkonferenz der Buddhisten gefahren, die in Rangoon stattfand, und war Leiter der deutschen Delegation, damals als Mönch. Und wir hatten eine vollordinierte Nonne dabei. Ja, meint ihr, die Mönche, die da versammelt hatten, die hätten ihr irgendwie einen Platz gegeben? Die haben sie nach hinten geschickt, hinten in den Saal, unter die nicht ordinierten Frauen. Wir haben die dann bewusst nach vorne geholt und haben es versucht, aber es war so schwer. Und das war Ende des 20. Jahrhunderts, also vielleicht vor 25 Jahren oder so. Und unglaublich, dieses Patriarchat, ja, also die schaffen es zuzulassen, dass Nonnen in ihren Klostern, zum Beispiel in Burma, denen wurde sogar verboten, betteln zu gehen, was das Grundrecht von Nonnen und Mönchen eigentlich ist, damit sie nicht zu viel absahen auf der Straße und nicht zu viel Kontakt machen. Das heißt, die hatten zum Teil nicht genug zu essen in ihren Nonnenklöstern und waren davon abhängig, dass die Laienpraktizierenden extra zum Kloster kamen, um sie zu versorgen, statt wie die Mönche auch nach außen hingehen, Kontakt machen zu können. In unserer Lebenszeit. Und ich weiß nicht, wie viel sich inzwischen geändert hat. Vermutlich nicht so viel. Also nur um das zu wissen, ne, über was wir sprechen, es hat schon einen Grund, warum ich einfach mal so vom Maskulinum in Femininum gewechselt bin. Einfach um klarzumachen, hey, wir leben hier in einer annähernd, zumindest in unserer Sangha, in einer Gleichberechtigung, aber sonst in dieser Gesellschaft immer noch schwierig, aber viel, viel freier als sonst wo auf der Welt. Man kann das gar nicht Nachholbedarf nennen. Die Dinge stehen immer noch ziemlich auf dem Kopf. Ja, es gibt unglaublich viel noch zurechtzurücken. Okay, also wir machen jetzt wieder eine Pause. Wir haben das Thema Sangha erst gerade begonnen. Also 20 Minuten Pause bis 11:30. Ich möchte erstmal, ja Peter? Kannst du damit noch ein bisschen warten? Du kriegst dann gleich ein Mikro und dann verstehen wir dich. Ich habe jetzt eine Serie von Ankündigungen, die ich, also noch nicht loslegen, ich mache erst noch meine Ankündigung. Also was die Ankündigung angeht, erstmal für hier im Saal. Anja, der Büchertisch, ne, den haben wir jetzt nur noch bis morgen Mittag. Also ihr müsst ihn morgen Vormittag muss der leer gekauft sein. Ist ja nicht so schwer, die paar Bücher da. Also, was die Saalmiete angeht, haben wir schon 4.000 zusammen, das heißt 80 haben diese 50 € eingezahlt. 5.000 ist inzwischen auch noch gestiegen auf 100. Wir waren mehr als 100 hier. Wir gehen mal davon aus, dass die jetzt nichts da reingetan haben, dass die das einfach überweisen und das auf ihre Spende drauflegen. Ja, so. Und damit ist die Sache erledigt. Und jetzt noch eine Ankündigung. In Griechenland, der Kurs, der in der 2. Junihälfte stattfindet, der war ausgebucht. Jetzt gab es 2 Absagen. Es ist wieder ein Platz für einen Mann und ein Platz für eine Frau frei. Also der englischsprachige Mahamudra-Kurs in Griechenland mit den Unterweisungen zum Ozean des wahren Sinnes, also Übungen. Das ist ein übungspraxisorientierter Kurs mit auch
Gruppenarbeit am Nachmittag. Da wäre die Möglichkeit, noch für eine Frau und einen Mann dazu zu kommen. Okay, dann möchte ich euch wissen lassen, dass diesen September in Freiburg eine 2-jährige EPT-Ausbildung beginnt, die noch etwas Platz hat. 12 sind schon fest angemeldet und die Gruppe könnte bis 18 Teilnehmende gehen. Grüße vom Wolfgang Erhard. Das ist eine EPT-Ausbildung, die nicht nur für Therapeuten und Therapeutinnen gedacht ist, sondern an der auch andere teilnehmen können. Also in Freiburg, in Herdern, dort findet das statt, im Caritas-Haus dort. Und wer Interesse hat, möge sich direkt ans EPT-Institut wenden. Und wer Interesse an Griechenland hat, geht auf unsere Webseite, Kontakt ist Natascha. Ja, wendet ihr euch direkt an Natascha, die organisiert das, von der kommt die Info. Und dann habe ich von ein paar Leuten gehört, dass sie keinen Gesprächstermin mit mir bekommen haben. Und jetzt weiß ich nicht, wie viele von denen noch da sind. Wie viele von euch, wer würde sich denn eigentlich noch ein Gespräch mit mir wünschen? Ist da jemand noch nicht zum Zug gekommen? Eine Person. Du darfst heute wenn du kannst, um 18:15 Uhr kommen. Ja? 5:45, wenn wir hier fertig sind, gehen wir einfach runter. Gibt es noch jemanden, wenn es nur noch eine, Margrethe noch, dann kommst du 10 Minuten später, 25 nach oder ja, so. Okay. Gibt es noch jemanden, der nicht sozusagen... Schaut noch mal hin, da scheint ein Platz heute Nachmittag frei geworden zu sein. Tragt euch doch da, guck mal, der springt da schon. Also Margarete, wir sehen uns auf jeden Fall. Ne, dann hätten wir das auch. Sehr schön. Und jetzt werden wir wieder ein bisschen meditieren. Ach nein, Peter ist dran. Verzeihung, Peter. Das Meditieren muss gerade noch, ihr könnt meditieren, aber zuhören. Es geht, sprich weiter. Also, ja, gut. Es ist eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast über die Authentizität der Weitergabe von Wissen. Also Buddha, habe ich immer wieder noch leichte Zweifel gehabt, wie authentisch ist das, was der Buddha gesagt hat. Aber das hat mich jetzt wieder ganz genau erinnert. Ich war einige Jahre in Ruanda, in Zentralafrika, und da gab es bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts ein Königreich der Tutsis, und dort am Hof lebten eine ganze Gruppe von Männern, die hatten nichts anderes zu tun, als die Tradition und die Geschichte des Volkes weiterzugeben, und die wurden so in dreifacher Weise bestückt, dass das Wissen wirklich authentisch weitergeht, und die mussten regelmäßig dem König die Geschichte erzählen. Und wenn einer irgendwie stockte oder irgendwie ein bisschen wartete, wurde er getötet. Und sein Double wurde dann eingesetzt, um die Geschichte weiter zu erzählen. Und das ist wirklich authentisch so geschehen, das habe ich noch mitbekommen von Überlebenden. Und ich selbst habe, also von Leuten, die im Hofe dabei waren. Und ich habe selbst in anderen Momenten in Afrika erlebt, wie wichtig diese mündliche Tradition ist und wie da das Wissen, eigentlich weil man nicht schreiben konnte, so ganz genau weitergegeben wurde. Ja. Wie weit das noch heute geht, ich war 2018 nochmals in Ruanda, da haben alle bis in die hintersten Winkel des Landes jetzt schon Handys. Das ist eine großartige Veränderung. Danke. Vielen Dank, Peter. Ich darf euch versichern, die Methoden in der buddhistischen Sangha
waren deutlich milder. Es wurde einfach sanft geschwiegen oder gelächelt und jemand anders wusste, wie es weitergeht. Und jetzt meditieren wir. Wie ging das nochmal? Fangen wir doch beim Atem an. Irgendwo sind ja Atemempfindungen spürbar. Gönnen wir uns zu Anfang ein paar tiefere Atemzüge. Und dann lassen wir die Atembewegungen in so ein ganz natürliches Maß zurückgleiten, das, was halt der Körper braucht. Staubsauger atmet vorne ein und hinten aus. Der Buddha nannte das Meditieren auf den Atem der anderen. Und wer Mühe mit einem aufgewühlten Geist hat, also bemerkt, dass gerade viele Gedanken da sind, da können wir dann die Aufmerksamkeit auf das Ein- und Ausatmen verstärken und uns so für den Atem interessieren, dass wir vom Anfang des Einatems die Mitte, den Übergang, Anfang des Ausatems Mitte, den Übergang, alles ganz genau wahrnehmen. Ohne Unterbruch den ganzen Zyklus. Diese Konzentration auf die Atemempfindung, die muss etwas stärker sein als unser Wunsch zu denken. Gerade ein bisschen stärker. Das Interesse, den Atem zu spüren, rückt ganz in den Vordergrund. Als gäbe es nur noch Atem. Und dann nehmen wir mehr und mehr von unserem Körperempfindung hinzu. Alles, was so an diesem Atemprozess teilhat.
Brustkorb, Bauchraum, Rücken. Spüren die feinen Auswirkungen des Atems vielleicht bis ins Becken hinein, bis in die Halswirbelsäule hoch. Und dann spüren wir den ganzen atmenden Körper. Alles, was da erlebt wird, erscheint aufgrund von Bedingungen, wandelt sich ins nächste Erleben. Es fließt von selbst ins nächste Erleben weiter, ohne dass es irgendjemanden braucht, der es dazu ermutigt,
Es braucht einfach gar kein Eingreifen. Das Erleben vollzieht sich von selbst. Und das gilt auch für die anderen Sinne. Hörerfahrungen, Seherfahrungen. Gedanken, alle Formen geistiger Bewegungen. Wenn wir eine Erfahrung bemerken, ist sie eigentlich schon vorbei, ist schon das nächste wieder. Wenn wir einen Gedankengang bemerken, ist eigentlich schon wieder danach was Neues. Ich habe manchmal dafür das Bild benutzt, an der Schwelle des Jetzt zu meditieren. In diesem unfassbaren Sein, wo das gerade sich Vollziehende sich immer ins nächste Unbekannte, noch Unbekannte Erlebende weiterentwickelt, immer wieder neues Erleben stattfindet. Und manchmal wird uns empfohlen, da so eine Haltung des Staunens einzunehmen. Eine staunende, im Grunde genommen nicht wissende Haltung über all das viele Neue, was sich unaufhörlich zeigt.
Das ist eine schöne Haltung. Wir entdecken unser Leben, wie es sich jetzt gerade gestaltet. Und eine wichtige Kraft, die dieses Erleben mitgestaltet, ist unser Interesse. Da, wo unser Interesse ist, da geht unsere Aufmerksamkeit hin. Das ist die lenkende Kraft und wirkt mitgestaltend in diesem Erleben. Da, wo wir hinfühlen, wird ein Aspekt unseres Erlebens deutlicher. Da, wo wir hinschauen, sehen wir etwas. Da, wo wir hinhören, wird etwas deutlicher hörbar. Da, wo wir hindenken, welche Sicht wir einnehmen. All das gestaltet jetzt gerade und immerzu unser Erleben. Wenn unsere Aufmerksamkeit bei den Erscheinungen verweilt, erleben wir ganz viele verschiedene Erfahrungen in allen Sinnesfeldern. Wenn unsere Aufmerksamkeit mehr hineinfühlt in die Natur dieses Erscheinens, dann sind wir mehr mit der Qualität des Erlebens verbunden. Und der Unterschied ist nur, wohin unsere Aufmerksamkeit geht. Wir können sie mehr auf die Inhalte richten oder mehr auf die Grundnatur des Erlebens. Und dann haben wir noch eine Möglichkeit. Wir können in dieses Erleben,
entweder in die Inhalte oder in die Grundnatur. Wir können uns so da hinein öffnen, dass wir uns selbst loslassen. Diese beobachtende Distanz schmilzt weg.
es ist noch ein bisschen zu früh, dass ich eure Fragen jetzt noch oder eure Bemerkungen zum Thema Sangha noch nicht jetzt einlade. Ich möchte noch ein wenig zur Begriffsklärung beitragen nach diesen ersten Ausführungen. So wie es ausschaut, hat der Buddha diese Zuflucht zur Sangha als Juwel der Zuflucht im späteren Teil seines Lebens eingeführt. Der erste Hinweis zur Beauftragung der Sangha ist offenbar eine Geschichte, wo ein alter Mann sich auf den Weg machte zum Buddha, um bei ihm Zuflucht zu nehmen, um in die Zuflucht einzutreten und in den Weg des Erwachens einzutreten. Und dieser alte Mann starb auf dem Weg zum Buddha und erreichte den Buddha nicht mehr. Und da sagte der Buddha zu seinen Schülern und Schülerinnen, das darf nicht mehr passieren. Ihr alle solltet Zuflucht geben können. Ja? Und hat sie beauftragt, wenn jemand den Wunsch äußert, in den Weg einzutreten, gebt ihm die notwendigen Unterweisungen, lasst vielleicht eine Nacht verstreichen, um es zu überschlafen, und dann sollt ihr am nächsten Tag einfach diesen Menschen in den Weg einführen. Schickt sie nicht auf den Weg zu mir. Das ist zu riskant, da kann zu viel dazwischenkommen. Sondern kümmert euch auf der Stelle darum, so bald wie es geht, diesen Wunsch zu erfüllen. Und das war so ein Moment, eine klare Delegation von einer Aufgabe, die in den Anfangsjahren offenbar dem Buddha zukam, sozusagen Schnipp, bist willkommen auf dem Weg, mit und ohne Unterweisung. Ja, diese Aufgabe, wo alle das Gefühl hatten, das möchten sie direkt beim Buddha erleben, dass er sagte, das sollen auch meine Schülerinnen und Schüler so ausführen können. Und das weist uns auf eine weitere Dimension von Sangha hin. Sangha als Gemeinschaft ist eine Zuflucht, ist ein Ort, ein sicherer Ort, wo ich Nahrung bekomme für das, was den Weg des Erwachens ausmacht. Und später hieß es dann immer, wir begeben uns in die Zuflucht zu Buddha, wir begeben uns in die Zuflucht zum Dharma, wir begeben uns in die Zuflucht zur Sangha. Und diese Zuflucht, die da gemeint ist ganz präzise. Sangha in dem Sinne sind eigentlich die Verwirklichten, sind die den Weg wirklich kennen, aus eigener Erfahrung. Also es gibt die Sangha der Buddhas, das wäre super, wenn wir so jemandem begegnen könnten. Dann gibt es die Sangha der Verwirklichten, Bodhisattvas, Arhats, angefangen von Sotapanna und so weiter. Und dann gibt es die Sangha der voll Engagierten. Und lange Zeit war das so die monastische Sangha. Heutzutage können wir davon sagen, dass es voll engagierte Laienpraktizierende gibt, die so wie monastisch Ordinierte auf dem Weg sind. Und da sagte der Buddha als Juwel der Zuflucht, ist, wenn 4 von ihnen in Eintracht zusammen sind, dann ist es so, als wäre ich mitten unter ihnen. Ja, so. Diese Formulierung kennt ihr irgendwoher, hat sich ein paar Jahrhunderte später wiederholt. Ne? Es gibt so vieles, was sich wiederholt hat. Die vermeintliche unbefleckte Empfängnis, es gibt so eine ganze Reihe Sachen, die sich später wiederholt haben. Aber ist völlig egal. Es geht ja auch ums selbe. Und
Das heißt, es ist diese Verlässlichkeit im Aufzeigen des Weges ins Erwachen. Diese Verlässlichkeit, das ist, was Sangha ausmacht. Und deswegen können wir uns nicht vorstellen, dass eine Gruppe hochemotionaler Menschen solch ein Juwel der Zuflucht sein könnte, ohne den Weg zu kennen und ohne ihn gegangen zu sein. Das wäre so, wie wenn sich eine Gruppe Studierter über eine Landkarte beugen von einem Land, wo keiner von ihnen je war und darüber diskutieren, wo es am schönsten ist. Ja? Also das ist genauso absurd und es ist wichtig, sich das klar zu machen. Ja? Als Juwel der Sangha, also als eine Ausrichtung der Verlässlichkeit, da brauchen wir diese Wegekunde, die Wegkundigkeit. Ja? Wir brauchen die Gewissheit, dass diejenigen, an die wir uns wenden, wissen, wovon sie sprechen. Das ist also ganz entscheidend. Und es ist sicher, dass zum Schluss des Lebens des Buddhas diese dreifache Zuflucht Buddha Dhamma Sangha bereits etabliert war. Und diese Zufluchtszeremonie, die wir auch hier miteinander geteilt haben, die findet sich in dieser Form im Vinaya. Das, was ich mit euch auf Deutsch gemacht habe, ist die exakte Übersetzung eines tibetischen Textes, die Übersetzung eines Sanskrit-Textes und in ähnlich lautender Form im Pali zu finden ist. Das ist die Vinaya-Formulierung, die seit wirklich über 2 Jahrtausend Jahren so weitergegeben wird. Ja, das ist und deswegen ist es schön, die auch beizubehalten, weil wir damit wirklich andocken an diese Übertragung. Und jetzt stehen wir stehen vor der Aufgabe, Sangha in der heutigen Welt zu leben. Und da gibt es eben nicht nur das Juwel der Sangha als Zuflucht, sondern es gibt die Sangha als Gemeinschaft der Praktizierenden. Das ist eine andere Bedeutung desselben Begriffes. Wir sind Sangha. Und gestern, ich kam auch ganz dankbar nach Hause von unserem schönen Treffen im Förderkreis mit euch auf Zoom dabei, mit den vielen sehr unterstützenden Beiträgen und so. Ja, das ist Sangha-Energie als Gemeinschaft der Praktizierenden, die einander auf dem Weg unterstützen. Und natürlich nehme ich diese Gelegenheit wahr, um auch ein wenig über das zu sprechen, was Ekayana Sangha sein könnte. Ja, Ekayana, wisst ihr noch? Eka, 1, Yana, entweder Weg oder Fahrzeug. Ja? Und das sind Worte des Buddhas aus dem Satipatthana Sutta oder aus dem Lotus Sutra, wo er jeweils über Ekayana spricht. Und das ist entweder der Weg des Sati, also dieser Präsenz, dieses Gewahrseins, das sich erinnern ans Wesentliche. Das ist der eine Weg des Erwachens, oder im Lotus Sutra steht dieses Eka, dieses eine für das Bodhicitta. Deswegen sprechen wir in unserer Gemeinschaft haben wir im Untertitel das liebevolle Gewahrsein. Ja, das ist eine Übersetzung von Bodhicitta und von Sati. Dieses Sati, dieses sich erinnern ans Wesentliche geschieht aus Mitgefühl, aus Liebe, aus Fürsorge für sich selbst und für andere. Erinnern wir uns immer wieder an das, worauf es wirklich ankommt. Und das ist das, was auch, dieses eine ist auch das, was die Gemeinschaft eint. Die Ausrichtung, diesen einen Weg des Bodhicitta miteinander zu gehen, sich immer ans Wesentliche zu erinnern. Wisst ihr noch? Bodhicitta, da war doch was mit Letztendlichem und Relativem, oder ja, Bodhicitta im Bedingten und die wahre Natur des Seins.
sich immer daran zu erinnern, wie die Kräfte des Mitgefühls, der Liebe, der Weisheit im Bedingten das Heilsame gestalten und wie alles, was sich da gestaltet, schlussendlich keine Substanz hat, dass es geistiges Erleben ist, total wirklich, es wirkt, das ist unsere Welt, aber genau diese unsere Welt hat keine Substanz. Die Aufgabe von Sangha ist, sich immer an diese wesentlichen Dinge zu erinnern, gegenseitig, jeder für sich und auch untereinander. Und so helfen wir uns in einer Sangha der Praktizierenden, dass wir mit möglichst hoher Aufmerksamkeit auf dem Weg unterwegs sind. Diesem Weg, der beinhaltet, dass wir uns selbst befreien, dass wir erwachen zur Natur des Seins, dass wir dies miteinander teilen, dass wir sehend werden, ja, dass wir auch geschickt werden im Gestalten der Situationen, dass wir sie mit Liebe, Mitgefühl, Weisheit gestalten lernen. Das alles gehört zur Sangha, zur Gemeinschaft der Praktizierenden dazu. Und wenn das stattfindet, dann ist so eine Gemeinschaft wirklich ein Ort, wo wir uns genährt fühlen, wo wir uns aufgehoben fühlen. Und so eine Gemeinschaft, ihr erinnert euch noch an die Geschichte von gestern, so eine Gemeinschaft bräuchte eigentlich keine Regeln. So wie in den Anfangsjahren, als sich um den Buddha herum schon sehr viele Praktizierende sammelten, aber es brauchte noch keine Regeln, weil alle waren so ganz in diesem Wesentlichen unterwegs und frei von dem Bedürfnis, irgendwie für sich selbst etwas herauszuziehen aus den Situationen. Also mehr als für andere. Und als sie dann mehr wurden, als sie größer wurden, brauchte es dann ein paar Klarstellungen. So einfach das Offenkundige nochmal ausdrücken. Eigentlich ist das, was Regeln tun, und so manche von uns reagieren ja auch pikiert, wenn solche Dinge erklärt werden, die wir dann als Regeln oder Leitlinie oder so beschreiben. Warum spricht man überhaupt darüber? Ist doch selbstverständlich. Wieso mir und wieso uns? Und ja, der Grund ist, dass es halt doch Situationen gibt, wo wir zum Beispiel im Redeverhalten abgleiten in ein nicht so heilsames Reden, so ein bisschen tratschen über nicht anwesende Dritte und so ein bisschen Andeutung machen über Schwierigkeiten, die da sind, und schon schwindet das Vertrauen und. Ja, also wir rutschen halt doch da rein, und deswegen braucht es manchmal Erinnerungen, auch wenn die nervig sind. Aber was nervt sich eigentlich in uns? Seien wir doch mal ehrlich. Welche Muster sind genervt, wenn das offenkundig Heilsame ausgedrückt wird? Die Antwort stimmt. Sie war laut und deutlich hörbar im Saal. Wunderbar, genau. Und es ist schön, wenn wir uns daran erinnern, wenn wir so einen leichten Nerv verspüren, wenn das offenkundig gesagt werden, dass wir schnell bei uns selbst gucken, welches Muster jetzt gerade am Start ist, welches kleine Kind am Start ist, welches stolze Muster am Start ist. Und ja, so, dass wir schnell bei uns gucken, weil eigentlich ist der gesamte Dharma-Unterricht ist das Ausdrücken dessen, was eigentlich völlig natürlich und selbstverständlich ist. Bloß einige Bereiche hören wir lieber als andere. Und wenn Genrin Rinpoche uns darüber sprach, und wie alle anderen Meister auch, nichts Besonderes eigentlich, dann sagte er uns, dass ein freier Geist auch völlig frei bleibt, wenn Unterricht über die einfachsten Punkte des Dharmas gegeben wird.
auch über Richtlinien und Leitlinien und über Dinge, die man schon 100-mal gehört hat und schon längst integriert hat. Es ist wie, als würde sich der freie Geist einfach am Nektar des Dharmas erfreuen. Einfach, dass das Rad des Dharmas gedreht wird. Und dass es ja einen Anlass gibt, dass es jetzt auf die Art und Weise gedreht wird und dann wird es mal auf andere Art und Weise gedreht. Hauptsache, dieses Rad rollt weiter durch die Zeit. Ja, das ist so. Und wisst ihr, Sangha, das ist so ungefähr, als hätte dieses Rad 1000 Speichen und wir könnten alle irgendwo mithelfen, dass es rollt. Ja, dass das Dharma-Rad weiterrollt, dass es weitergeht, dass es viele erreicht. Ja, dass es viele, viele erreicht und alle helfen mit, dass es weitergedreht wird. Und so ist die Aufgabe der Sangha, ist nicht nur für sich selbst Sati zu sein, dieses Erinnern ans Wesentliche, sondern auch für die anderen. Und in dem Moment, wo wir diese Aufgabe des uns gegenseitig Erinnern ans Wesentliche übernehmen, in dem Moment sind wir Sangha. Wenn wir das auf liebevolle Art tun, dann sind wir gerade in dem Moment Sangha. Das ist gelebte spirituelle Freundschaft, einander an das eigentlich Wesentliche zu erinnern. Das, was tatsächlich zur Befreiung beiträgt und zum Erwachen beiträgt und zum Wohl und Frieden und so weiter. Das ist die gelebte Gemeinschaft. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ihr mir jetzt ein bisschen helft. Dieses Zitat, was ich hier im Text aufgeschrieben habe, das möchte ich heute Nachmittag ansprechen. Ihr könnt mir jetzt ein bisschen mit euren Bemerkungen und Fragen helfen, dieses Thema Sangha noch zu vertiefen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was von eurer Seite kommt. Das gilt genauso für euch im Zoom. Ihr könnt wieder die Chat-Funktion nutzen. Es gibt auch die Möglichkeit, euch freizuschalten. Cornelia. Jetzt? Okay, ja. Ich habe eine Frage für die Weitergabe von Dharma. Ich habe irgendwie so im Hinterkopf, dass wir erst Fragen zum Dharma beantworten sollten, wenn Menschen 3-mal gefragt haben. Ist das ein obsoletes, eine alte Regel oder ist die heute noch gültig? Dass jemand 3-mal zu fragen bräuchte, um den Dharma zu erhalten, ist heute obsolet. Das ist nicht Teil unserer Kultur. Das ist in Indien zum Teil noch so, dass wir bei manchen Fragen mindestens 2-mal ablehnen und erst beim 3. Mal dann einlenken, dass uns die Tasse wieder vollgeschenkt wird oder dass uns nachgelegt wird. Das ist ein typischer Ausdruck der indischen Kultur. Bei uns würde das nicht verstanden. Ich biete dir was an und du sagst nein und dann höre ich auf, es dir anzubieten. Ja, so. Und das heißt, wenn mich jemand fragt, ja, als Dharma-Lehrende, ich jetzt als Lama zum Beispiel, habe tatsächlich auch das manchmal so praktiziert, dass ich gewartet habe, dass sich eine Anfrage wiederholt. Ich muss nicht direkt beim ersten Mal springen, aber es ist keine Regel, dass man das so halten muss. Okay. Martin. Siehst du Martin da? Ja. Genau. Ihr macht die Lehre weitergeben, hält aber trotzdem darf es im
Rahmen der Sangha nicht unaufgefordert sprechen, so im Sinne von Missionierung. Genau, auch in der Sangha, da sprechen wir nicht unaufgefordert, wenn wir nicht eingeladen sind. Es gibt eine spezielle Situation, die uns auch erklärt wurde, und zwar, wenn ein großes Vertrauensverhältnis ohnehin schon besteht. Also zum Beispiel so wie wir damals mit unserem Lehrer, dann darf der Lehrer auch unaufgefordert Dinge sagen. Auf der Basis dieses klar etablierten Vertrauensverhältnisses. Das ist eine Ausnahme, da muss man nicht jedes Mal gebeten werden. Danke. Katharina, am Fenster. Wer macht's immer aus und an? Ach, du machst das. Also wir machen gar nichts an den Mikros, der Frank ist der. Du machst gar nichts, genau. Das ist, ja. Ich habe gar keine Frage. Ich wollte nur sagen, dass es mich so freut, dass du dieses Thema ansprichst und bearbeitest. Und ich habe doch eine Frage, die ganz kurz, die Belehrung, wie hieß sie nochmal? Vinaya, gibt es dazu deutsche Übersetzungen? Ganz bestimmt. Ich habe in meinem Regal eine ganze Menge deutsche Übersetzungen des Vinaya-Teils stehen zu Hause in unserer Bücherei. Das gibt es. Weiß jemand von den Anwesenden, ob es etwas leichter Verdauliches mit Material gibt? Also ich weiß, dass Thich Nhat Hanh darüber einige schöne Veröffentlichungen hat, die für seine Sangha gedacht werden. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen inspirierender, das zu lesen, als die Originalgeschichten. Aber ja, das gibt es. Und ich meine, ein Teil wäre im Bayerlein Steinschulte Verlag erschienen. Ich könnte da nochmal nachforschen. Vielleicht kann jemand von den Anwesenden sogar helfen. Es gibt also nicht so einfach so eine tolle Übersicht aller Vinaya. Das gibt es nicht. Wurde lange Jahrhunderte einfach ziemlich unter Verschluss gehalten, nur in der monastischen Sangha studiert und nur kleine Ausschnitte wurden den Laien zur Verfügung gestellt. Also, aber inzwischen auf jeden Fall den englischen Vinaya brauchst du nur im Internet zu suchen, dann findest du viel. Wie viel auf Deutsch ist, das weiß ich nicht. Okay, danke. Aber du, behalt noch mal das Mikro. Erzähl doch mal, warum es dich freut, dass ich das Thema anschneide. Ja, es gibt zwischendurch immer, mir ist oft ganz klar, dass es gut ist, hier zu sein. Aber als du heute Morgen angefangen hast, habe ich gedacht, ja, also ist ja immer wieder die Frage, wo geht dir das Herz auf? Und mir geht das Herz auf beim Thema Gemeinschaft. Also so Gemeinschaften, wo es möglich ist, sich zu äußern, und zu allem gibt es irgendwie eine Resonanz, und da ist eine Offenheit, die mehr Offenheit schafft, die liegen mir total am Herzen, und deswegen freut es mich so, dass es hier auch Thema ist. Ja, schön, danke. Ja. Heike, Manuel, genau. Mich erleichtert es auch sehr, dass du Dharma, auch Sangha, so wie ich es erlebe, so universell auch darstellst und dann wieder im Konkreten, weil ich komme aus einer Gemeinschaft, die hat so ein Thema gehabt, die hieß World Teacher Trust, der Weltenlehrer Maitreya, und da waren wir immer so unterwegs, dass jeder Mensch, den ich gerade treffe, meine Sangha ist und nicht nur, weil ich jetzt Buddhist, katholisch oder Theosoph oder was auch immer bin. Und das schätze ich sehr an dir und an deinem Unterricht, dass du das auch so weit spannen kannst, wo jeder tatsächlich sich zu Hause fühlen kann. Und das ist für mich Sangha. Dafür gibt es einen Ausdruck, was du da
WTT erlebt hast, das nennt man Mahasangha. Und die Mahasangha sind alle Lebewesen, die große Sangha. Das ist der klassische Ausdruck dafür. Und so könnten wir unterwegs sein. Wir könnten die Welt als unsere Mahasangha betrachten. Manuel? Ich hätte jetzt keine spezielle Frage über das Thema Sangha, aber es könnte für die Sangha nützlich sein. Das wäre eine praktisch orientierte Frage. Ja, schieß los, ja. Und zwar würde mich interessieren, ob es möglich ist, bei längeren Sadhanas, ich greife jetzt mal Vajrasattva auf, weil es gerade praktiziert wird durch mich, ob es möglich ist, dass man die Praxis über den Tag verteilen kann. Also ganz pragmatisch, man fängt zum Beispiel an mit dem Einspiel, macht dann einmal 100 Silben Mantra, macht dann eine kleine Widmung, Pause, geht seinen Job nach, nimmt sich nochmal eine Zeit, kurze Zuflucht, rezitiert nochmal und am Abend glättet man das Ganze. Ist das irgendwie möglich, beziehungsweise könntest du kurz darüber sprechen, was da zu beachten ist? Vajrasattva ist jetzt nicht gerade das ideale Beispiel, weil du tagsüber schwerlich das 100-Silben-Mantra aktiv halten kannst, aber also das gibt es und das gibt es für fast jede Praxis, diese Art der Vorgehensweise. Man nennt das aus dem Tag eine einzige Meditationssitzung machen. Du beginnst morgens mit den grundlegenden Kontemplationen, Zuflucht, Bodhicitta, steigst ein in diese Praxis. Ich nehme jetzt mal Chenrezig als Beispiel. Gehst bis in die Mantra-Phase und dann hältst du den ganzen Tag über, immer wenn du kannst, hältst du das Mantra und dieses Gewahrsein aufrecht und am Ende des Tages machst du genau dort weiter. Du brauchst nicht nochmal Zuflucht zu nehmen, du bist in der Zuflucht geblieben, ja, du bist drin geblieben den ganzen Tag. Gehst nochmal in so eine Mantra-Phase und schließt dann deine Praxis ab. Und so umspannst du den ganzen Tag vom Aufwachen bis Einschlafen mit einer einzigen Praxis und machst es zu einer Sitzung. Das ist für Praktizierende ganz gut möglich, die mit der Praxis schon vertraut sind. Denn so wie du so vermutet hast, es finden viele Momente statt, wo sich die Praxis wie auflöst und dann entsteht sie wieder neu und dann findet man wieder neu in die Zuflucht rein. Aber das darf dann informell geschehen. Da muss nicht jedes Mal eine formelle Rezitation stattfinden. Und bei Vajrasattva scheitert es eben an dem langen Mantra? Ja, daran scheitert es. Und weil mit der Vajrasattva-Praxis Prozesse einhergehen, weißt du, wenn du so am Reinigen bist und eventuell mit einem Thema bearbeitest, ein Muster bearbeitest, die würde man nicht gerne unterbrechen, die sollen abgeschlossen werden. Aber wenn du das dann zum Beispiel sagst, du machst Vajrasattva, du machst es durch, bis du beim kleinen Mantra bist, beim 6-Silben-Mantra, ja, dann mit dem 6-Silben-Mantra durch den Tag zu gehen und immer in diesem Bewusstsein zu sein. So, weißt du, das 6-Silben-Mantra ist ja dafür da, dass du in diesem Gewahrsein bist, deiner Buddha-Natur und in der völligen Reinheit, frei von allen Schuldgefühlen und so, einfach wirklich in der Freude des Seins. Und mit diesem kleineren Mantra, wenn du bis dahin kommst in der Morgenpraxis, da könntest du durch den Tag gehen. Das wäre leicht. Ja? Super, besten Dank. Okay. Ich sehe jetzt gerade Antje. Ihr sagt, wenn wir welche übersehen hier, gell? Ich habe eine kurze Frage zum Auswendiglernen. Was würdest du uns denn empfehlen, auswendig zu lernen? Das Mahamudra-Gebet. Ja, das ist, ich konnte es früher auf Tibetisch auswendig. Das Mahamudra-Gebet vom 3. Karmapa, das ist ein gutes Gebet zum Auswendiglernen. Ich würde euch empfehlen, die Passagen auswendig zu lernen, die euch besonders inspirieren. Ja, also es ist wirklich so etwas, was ich auswendig kann, das begleitet mich überall hin. Und
Ja. Ist gar nicht so schwierig. Danke. Okay. Hallo? Ich hätte auch noch eine Frage, die aber nichts mit der Sangha oder nur indirekt mit der Sangha zu tun hat. Ich habe gestern für mich festgestellt, ich glaube, es war nach dem Einzel mit dir, das war wie so eine Einverständnis, ja, ich habe wirklich schlimme Dinge erlebt. Ja, ich leide, ja, das Leben ist Leiden, aber nicht so neurotisch oder so, oh, alles schlimm, sondern wie so ein, ja, so ist es. Und es ist nicht schön, aber so ist es. Und alle Meditationen, die ich danach gemacht habe, ich konnte zum ersten Mal, ich sag mal ohne Angst oder zumindest Unruhe mit offenen Augen meditieren. Und psychotherapeutisch würde ich mir jetzt das mit Abwehrmechanismen und so weiter erklären. Aber ich würde gern deine Einschätzung sehen, wie so ein Einverständnis, ja, das ist schlimm, das war schlimm. Und dann bin ich wie beruhigt. Also dann war wie so ein, oh, ja, so ist es gewesen. Oder so ist es auch jetzt immer noch ein Stück weit. Wie das zu einer, so auch heute wieder, ich konnte wieder ganz anders meditieren, habe ganz andere Einsichten gehabt. Da würde ich gern um eine... Ja, ich möchte versuchen, dir zu antworten, ohne viel von deiner intimeren Seite freizugeben. Ich hätte es auch sonst in einer Einzel, wenn ich noch meine Einzel, das wäre eine Einzel. Aber tatsächlich, was du da erlebst, obwohl es für andere so klingen mag, als ob es eine Identifikation oder Festschreibung ist es für dich, ermöglicht das, ja, es war so, ermöglicht es dich wie zu disidentifizieren. Also ja, es war so und ich brauche nicht mehr darum zu kämpfen, dass ich anerkannt werde dafür, wie viel Leid da war oder da ist. Ich brauche nicht mehr dafür zu kämpfen, es ist so, und das Leben geht weiter. Das ist nämlich das, was du uns jetzt bisher nicht gesagt hast, das war ja Inhalt unseres Einzelgesprächs, dass Anerkennung für das, was ist und mich gar nicht davon einfangen lassen, das Leben geht weiter und es geht frei weiter, weil das gut angenommen wurde. Angenommen von mir. Von dir. Okay. Weil das, was du von den anderen möchtest, ist eigentlich das, was du dir bisher selber nicht so ganz geben konntest. Und das hat irgendwie stattgefunden. Wie machst du das gerade? Ja. Ja? Ja. Danke, das hilft mir sehr weiter, diese Desinfikation. Und das Zweite ist eine Anschlussfrage. Heute die Meditation, das habe ich noch in dieser Deutlichkeit selten gespürt. Ich meditiere mit offenen Augen und ich habe einen ganz großen Blick. Und ich gucke die Blumen an, zum Beispiel, die Blumensträuße. Und in dem Moment, wo ich sie anschaue, setzen sie sich zusammen. Sie setzen sich in dem Moment zusammen. Und dann habe ich zum Beispiel die Kabel angeguckt und die setzen sich nicht in dem Moment zusammen, die sind da. Und dann haben wir überlegt, wie kann das sein? Und meine Antwort jetzt erstmal ist, die Blumen finde ich schön und die Kabel finde ich hässlich. Und da kommt sowas wie so eine Abwehr oder also dieses viel festeres Material, das Kabel wie die Blume, weil ich eine Abneigung vielleicht oder eine Anhaftung habe. Bin ich da auf dem richtigen Weg oder ist es vollkommen gaga? Du bist auf dem richtigen Weg. Immer das, was wir abneigen, erscheint besonders fest. Weiß ich, was ich zu tun habe. Okay, ich möchte mal kurz hören. Da ist etwas im Chat. Carsten ist wieder euer Fürsprecher hier, eure Stimme. Da müsst ihr ein Mikro zum Carsten.
Winfried schreibt: Lieber Tillmann, kann ich sagen, dass Sangha Buddha-Natur hat? Das ist sehr schön gesagt, Winfried. Das kannst du so sagen. Das ist auch das, was ich heute Nachmittag mit euch anschauen möchte. Wir können Sangha, Gemeinschaft, als einen Körper betrachten. Wir können Sangha, und das gilt für alle Gruppen, wir können eine Gruppe wie eine Person betrachten und diese Person, die Gruppenperson, hat ein Potenzial des Erwachens. Und so könnten wir sagen, Gruppe hat Buddha-Natur. Was völlig absurd ist auf einer anderen Ebene, aber was total wahr ist als gelebte Erfahrung. Und wenn wir das erleben, also ich hatte gestern so einen Hauch davon, was da alles so zusammenkam, was da an Inspiration war, wie viel Bereitschaft war, sich einzulassen, wie viel Zuhören da war, wie viel Freude, wie viel Lachen, wie viel Wertschätzung. Ja, das Potenzial der Gruppe war so spürbar. Und genau, und eigentlich, und dann geht es sogar noch so weit, dass dann, Winfried, da staunst du jetzt, aber das hast du vielleicht sogar gehört, dass die Gruppe als Gemeinsames, als Ganzes erwacht. Ich sehe dich da unten, ich kann dein Bildchen sehen mit deinen Kopfhörern auf dem Kopf. Ja? Und weißt du, dann entsteht ein Phänomen, und das hat es schon gegeben in der Welt, dass eine Gruppe von Praktizierenden, die eng miteinander verbunden sind, gemeinsam ins Erwachen findet, dass gemeinsame Prozesse stattfinden. Und das ist wirklich enorm, als ob sie in so einer Schwingung miteinander sind, dass ihr Potenzial, ihre Buddha-Natur sich immer weiter öffnet und sie sozusagen zeitgleich oder mit kurz hintereinander so alle in diese vollständige Öffnung finden. Das gibt es. Okay, danke für die Frage. Das ist schon eine Steilvorlage für heute Nachmittag. Alexander und Odoris, du hast im Blick. Mir kam noch dazu, dass Thich Nhat Hanh ja auch gesagt hat, Maitreya wird eine Sangha sein. Das war für mich auch so spürbar, wie du vorher gesprochen hast, mit diesem Fluss aus dem erwachten Gewahrsein, wie es für mich so rüberkam. Nicht so sutramäßig nach Regeln basiert, sondern dass es ursprünglich aus dem erwachten Gewahrsein raus passiert ist und erst später dann diese Regeln sich manifestiert haben. Ja, Maitreya ist der zukünftige Buddha und tatsächlich hat Thich Nhat Hanh gesagt, der zukünftige Buddha wird eine Gemeinschaft sein. Das ist großartig. Viel Teamarbeit liegt vor uns. Ja, und das passt irgendwie auch zu dem gemeinsamen Erwachen, was du gerade jetzt erwähnt hast, finde ich. Okay. Bitte, Iris, ja? Hallo, vielleicht kannst du einen Rat geben. Ich habe gute Freunde um mich, also die nicht buddhistisch sind, die aber also auch eine Art Sangha eigentlich für mich sind, die auch therapeutisch arbeiten und sehr zugewandt sind. Könntest du einen Rat geben, wie kann man das, es fällt mir immer so schwer zu sagen, was ich eigentlich mache. Also gibt es da vielleicht auch Literatur oder irgendwas, wie vermittelt man wesentliche buddhistische Inhalte an offene, interessierte Menschen, die aber damit nicht so direkt, die auch Abwehr haben dann oder, ja, okay, das ist meine Frage. Die fragen dich, die möchten gern wissen, was du da machst. Sie möchten wissen, aber nicht so tief und es bricht dann auch ab, aber ich versuche immer so ein bisschen das zu vermitteln, also ohne buddhistische Begriffe zu verwenden. Ja, das ist ja immer das Beste. Lassen wir diese buddhistischen Begriffe möglichst weg. Es ist meine Aufgabe, die immer wieder zu erwähnen, damit, es ist sozusagen so, dadurch, dass ich jetzt da drin groß geworden bin,
da halte ich den Kontakt zu der buddhistischen Übertragung. Und ich sage euch, da kommt's her und strecke euch die Hand aus sozusagen und ihr nehmt meine Hand und du gehst rüber zu deinen Freunden und du kannst ihnen dasselbe ohne buddhistische Begriffe sagen, weil das ist gar nicht deine Aufgabe. Ja? Aber ich finde es schwer, weil es so grundsätzlich unterschiedlich ist von unserem gegenwärtigen Leben, von den Werten. Also das ist komplett praktisch auf den Kopf gestellt. Es ist ja nicht leicht, aber du hast so viel Lebenserfahrung und du kennst deine Freunde und Freundinnen am besten. Das heißt, du kennst ihre Sprache und du wirst sagen, ich versuche dir mal zu erzählen, aber ich ringe um Worte, aber bitte hör mir zu, ich versuche es jetzt so ja, und dann suchst du die richtigen Worte. Da gibt es kein Buch drüber, wie man das machen kann. Es gibt halt nur Bücher von Menschen, von Praktizierenden, die sozusagen diesen Weg von der harten Terminologie, die sich über Jahrhunderte bewährt hat, in unsere Sprache schon gegangen sind und uns ein Geschenk machen, wie man es ausdrücken könnte. Und du gehst für deine Freunde vielleicht noch ein Stück weiter. Okay, also ist mir eingefallen, weil ja eben das ist auch eine Sangha. Also wenn man sehr verbunden ist. Die gehören ja zu, weißt du, es gibt ja in der Sangha, es gibt ja keinen Buddhismusring oder so. Ja? Hoffentlich nicht, wir müssen diese ganzen Ismen rausschmeißen. Wir sind nur Dharma-Praktizierende. Wir sind einfach, so gut wie es geht, aufrichtige Menschen, die auf dem Weg der Befreiung sind. Und alle sind willkommen. Ja? Wir haben eine Quelle, wir orientieren uns an der buddhistischen Lehre, weil die uns speziell inspiriert. Alle andere orientieren sich woanders. Das ist wunderbar. Und wir treffen uns als Menschen auf diesem wunderbaren Weg, sich zu befreien. Und wir lernen alle voneinander. Ja, du lernst von deinen Freunden, auch wenn die eine andere Sprache sprechen, die sind so wunderbar unterwegs. Also du erwähntest gerade die Psychotherapeuten, Therapeutinnen. Weißt du, ich habe genau in diesen Kreisen so wunderbar erfahrene Menschen gefunden. Und einer meiner Mentoren in der Jugendzeit war der Psychoanalytiker, der in derselben Straße lebte bei uns. Was habe ich mit dem für wunderbare Gespräche in dieser Zeit vor dem Abitur gehabt. Und ja, also das ist alles unsere Sangha. Und du wirst die Worte finden, aber sag ihnen, dass du suchen musst, dass sie dir helfen, das zum Ausdruck zu bringen. Ihr Interesse wird dir helfen, die Worte zu finden. We'll try, ich werde es versuchen. Ja, okay. Ja. Dankeschön. Mhm. Carsten, zwei im Chat, gut. Elisabeth schreibt, Frage, wie kann es sein, dass auch Lehrer, die viele Jahre studiert haben und praktiziert haben, sich doch noch zu Fehlverhalten wie Missbrauch verführen lassen oder auch andere Fehlverhalten? Sind das karmische Gründe respektive Prägungen? Ganz liebe Herzensgrüße, Elisabeth. Ja, kannst du mal schauen, ob du Elisabeth in den Bildschirm kriegst? Ich glaube, das ist die Elisabeth Tillmann, die das fragt. Guck mal, ob sie da ist. Da ist sie, guck mal, da nickt sie auf dem zweiten Bildschirm. Elisabeth, das öffnet einen Bereich, wo wir uns Fragen stellen müssen über das Ausmaß der Integration, das stattgefunden hat. Also die Integration, die nicht stattgefunden hat, die bewirkt solches Verhalten. Schau mal, die Skandale, von denen wir ganz betroffen erfahren haben, von eigentlich auch zum Teil wunderbaren Lehrern und Lehrerinnen sind eigentlich normalerweise eben nicht dabei. Wenn wir mitbekommen, wie die so unterwegs sind, jetzt mit unserem, auch mit deinem psychotherapeutischen Auge,
fällt unser Blick sehr schnell auf sehr frühe Traumatisierungen. Die wurden oft sehr, sehr früh von ihrer Familie entfernt, von ihren Muttermüttern in Klöster weggenommen oder sie wurden überzeugt, Mönchsgelübde zu nehmen, obwohl sie gar keine Mönchsgelübde nehmen wollten und wurden in Roben gesteckt und alles Mögliche. Und vor allen Dingen wurden sie einer Schulung ausgesetzt, wo die Über-Ich-Funktion, also so, was man auch Elternintrojekte nennen kann, also einfach das, was die Autorität so sagt, die Stimmen der Autorität, die wurden so verstärkt, dass sie diesen Idealvorstellungen unbedingt entsprechen möchten und das tun sie den größten Teil der Zeit und wenn die Kontrolle ein bisschen nachlässt, dann zeigen sich die verdrängten Bedürfnisse und dann zeigt sich das kleine Kind, dann zeigen sich aggressive Anteile, also all die ungestillten Bedürfnisse, die nicht eingestandenen Seiten und es würde allen so gut tun, statt weiterzumachen in dieser Rolle, die überstark ist, ja, also diese Rollenfunktion müsste eigentlich aufgegeben werden, Ausstieg, normales Leben, normales Sein und dann schauen, was ist authentische Dharma-Praxis und da kann die Integration dann viel leichter stattfinden. Ja, also ich sehe dich nicken und habe die Daumen jetzt auch gesehen, ne? Also ich habe mir natürlich viele Gedanken dadurch gemacht. Ich bin selber auch Betroffener, also ich weiß, wovon ich spreche und das ist genau, was dann auch im Thema Sangha uns besprechen wird. Wie können wir uns gut um uns selbst kümmern? Wie geht das, eine gute Selbstversorge und dass wir nicht diese Über-Ich-Stimmen und ja, dass wir nicht das nähren, sondern dass wir Dharma als eine Inspiration und nicht als eine Pflicht erleben. Ja? Also dass wir immer der Inspiration nachleben, aber ehrlich sein können mit uns und mit anderen. Ja? So. Und das können diese Menschen dann leider nicht. Da sind dann Muster aktiv, die das verhindern, dass sie ehrlich sein können, authentisch und ja. Großes Thema. Elisabeth schreibt weiter, Frage, kann es sein, dass je weiter man sich spirituell entwickelt, umso mehr besteht auch eine Gefahr der Verblendung zu verfallen? Nee. Sonst wäre es keine Weiterentwicklung. Nein, tatsächlich ist es eine mangelnde Entwicklung. Das ist nicht dieses alte Ding, was immer noch rumgeistert, dass je mehr Licht, desto mehr Schatten. Das ist völliger Blödsinn. Das gibt's nicht. Je mehr Licht, desto mehr Licht, nicht mehr Schatten. Ja? Die Weiterentwicklung bedeutet, dass immer mehr von den Mustern aufgelöst sind. Das ist Weiterentwicklung, dass immer größere Freiheit entsteht, dass es leichter wird, auftauchende Impulse auch sich auflösen zu lassen, ihnen nicht folgen zu müssen. Das ist Weiterentwicklung. Aber das Thema, was hinter deiner zweiten Frage steht, ist vielleicht, kann es so etwas geben, dass es in Teilbereichen unseres Seins eine sehr hohe oder sehr weite Entwicklung gibt? Gibt es da unter Umständen, dass wir schon sehr gut manches verstehen und auch erklären können, während andere Bereiche unterentwickelt bleiben? Das ja. Und dann erscheint den Menschen, die das mitbekommen, erscheint der Unterschied extrem groß, als ob das Licht ganz hoch wäre und der Schatten ganz dunkel. Ja? Aber das hat nichts mit höherer Entwicklung und dann zunehmenden Schatten zu tun, sondern das ist nur die Kontrastwirkung. Ja? Das ist in der Betrachtung ist der Kontrast dann so hoch und etwas, was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass natürlich einfach Entwicklungsprozesse immer auch so vermeintliche Gegenkräfte auf den Plan rufen können. Ja,
das ist, wenn das Licht beginnt, in die Schatten zu aktivieren sozusagen, wenn das Gewahrsein da hineingeht, dann findet da eine Menge statt, aber das ist nicht, dass sie deswegen stärker werden, sondern nur, dass sie stärker im Bewusstsein sind. Ja. Also da könnten wir auch noch, da bin ich ja auch, das ist Forschungsgebiet, ja, also bin ich nicht so, soll man sagen, ja. Ich war so konsterniert, so überrascht, als ich um mich herum all das wahrnahm, was da so los war und ist. Und Lehrenden und so, dass ich dann ganz hellhörig wurde und das hat meinen Weg entscheidend beeinflusst, dass ich in eine andere Richtung auf meinem Weg genommen habe. Ja. Also um es deutlich zu sagen, in den Kreisen, wo ich unterwegs war, war es schwierig, überhaupt einen Lehrer zu finden in Roben, der keinen Skandal hatte, ja, der irgendwie wirklich durch und durch verlässlich war. Es war schwer und schwierig und das lässt auch einen Blick auf die buddhistische Kirche zu, der, muss man sagen, nicht so klasse ist, ja, nicht so, ja, also sehr enthüllend und da muss man sagen, die Institution, die dann so die Menschen in diese Richtung motiviert oder zum Teil sogar treibt und verpflichtet, das ist nicht so toll und wir sind auf der Suche und überall sind alle Praktizierenden auf der Suche nach besseren Lösungen. Das auch innerhalb der klösterlichen Organisation, überall sind die Suche ist auf dem ganzen Planeten, weil tatsächlich alle eigentlich hoch motiviert sind, dafür Lösungen zu finden. Aber das ist auch der Grund für den Rückgang der monastischen Ordinationen und so. Eigentlich gibt es kaum noch Lehrer und Lehrerinnen, die das so richtig betonen, wie das früher der Fall war. Und lieber abwarten, lieber mal nur kurzen Gelübde nehmen und nicht gleich lebenslang und so weiter. Keine großen Versprechungen, immer hübsch kleine Brötchen backen. Also eigentlich, soweit ich weiß, fast überall ist man dabei, die Lektionen zu lernen. Ja. Carsten? Odette schreibt, wie kommt es, dass es trotz so großer Bewusstheit, jetzt ist gerade die nächste Frage gekommen, Augenblick bitte. Wie kommt es, dass es trotz so großer Bewusstheit vieler buddhistischer Männer seit Buddha Frauen so lange als zweite Klasse gesehen wurden? Ja, nur von den Dummköpfen. Und nicht von den wahren Meistern. Das behaupte ich einfach mal so. Ich bin überzeugt, dass es so ist, weil ich habe das mit denen, die wirklich weiterentwickelt waren, nie erlebt. So etwas gab es da nicht. Ja? Und das ist, behaupte ich einfach mal so. Odette, wo steckst du? Ich habe dich doch vorhin gesehen. Wo ist sie denn? Nee, ich sehe sie nicht. Mhm. Ah, da. Okay, gut. Hallo. Das war jetzt eine blöde Antwort von mir, oder? Aber wie kommt es dazu? Ich glaube, jetzt müssen wir zurück den Bildschirm, sie ist auf den anderen Bildschirm gewechselt. Odette, ich glaube, das sind Konzessionen an sehr patriarchale Strukturen. Es hat etwas stattgefunden, wo eine Überanpassung, also wie nicht genug Mut, nicht genug Courage mit der eigentlichen Gleichberechtigung der Frau weiterzugehen und wirklich zu betonen, dass Frauen dasselbe Potenzial haben zu erwachen, dasselbe Potenzial zu unterrichten und so weiter. Ja, also ich schüttle auch manchmal den Kopf, wie auch von vermeintlich hohen Lehrern, die in der Institution weit oben stehen, so richtig alte Zöpfe weitergegeben werden, die nichts mit dem eigentlichen Dharma zu tun haben. Ich gucke jetzt immer auf dich im Bild, tut mir leid, ich hätte in die Kamera gucken sollen. Also, das ist vielleicht eine etwas differenziertere Antwort. Aber eigentlich
Ja, es gibt natürlich viele Gründe, aber es gibt eigentlich keinen ausreichenden Grund, dass es so ist und so stattgefunden hat. Und das Schöne in der buddhistischen Tradition ist, dass es immer möglich war für Frauen irgendwie ein Schlupfloch, eine Ecke zu finden, einen Meister, eine Meisterin zu finden, wo sie dann doch praktizieren konnten und dann doch das gekriegt haben, was sie brauchten. Und dann, ja, und dann so ein Glück gab es immer. Es gab immer die Ausnahmesituation, bloß sind die leider dann nicht in die Literatur eingegangen oder nur sehr spärlich. Bitte? Naja, und dann Tara und so weiter. Es gibt dann natürlich viele andere Beispiele, aber das war ja jetzt gerade nicht die Frage, ne? Sondern es war ja die Frage, warum konnte das überhaupt passieren? Das Machtbedürfnis der Männer ist, glaube ich, die beste Erklärung. Sie wollten einfach immer die Macht behalten. Okay, Carsten? Petra schreibt, Trungpa Rinpoche, soweit ich seine Biografien gelesen und von ihm viel gehört habe, hat mit all seinen Expressionen, soweit ich weiß, da nie irgendwie Skandale am Bein gehabt. Siehst du das auch so? Nein, das ist leider Petra. Wo ist sie denn? Ich habe sie doch vorhin auch gesehen. Leider ist das nicht so. Du hast einfach nicht so gehört von den Skandalen. Das ist... Tatsächlich hat Trungpa, obwohl er damit so offen umging, aber er schlief ja mit fast jeder Frau, die bei ihm vorbeikam, leider hat er auch eine Spur des Leidens hinterlassen und sein Charisma leider dafür eingesetzt, doch immer wieder dieses starke Bedürfnis bei sich zu befriedigen. Und es gibt Frauen, die noch Jahrzehnte später darunter gelitten haben. Und das ist wichtig, das zu wissen. Ja, es gibt viele, die ihm dankbar sind, das gibt es auch. Aber ich meine, die Geschichten darüber, dass wenn Paare zur Audienz kamen, dass sein Regent am liebsten mit dem Mann geschlafen hat und er mit der Frau, ich sag dir, das war nicht so ganz freiwillig. Ja? Und hat auch Spuren hinterlassen. Ist nicht ganz so unschädlich gewesen. Das sind solche Seiten, wo man sagen muss, ja, von Trungpa Rinpoche ist auch bekannt, wie früh er in seine Rolle als hoher Meister reingedrückt wurde und tatsächlich seine kindlichen Anteile nie wirklich vollständig aufgearbeitet hat. Deswegen der Alkoholismus, deswegen dieser schwache Umgang mit den sexuellen Neigungen. Ich habe mit einer Nonne gesprochen, die voll ordiniert war, in der er unter ihre Robe gegriffen hat und also Sachen, wo sie ihm dann auf den Fuß getreten hat, also übergriffig noch und noch, ja, also alles direkte Aussagen. Ich habe also viel Direktes gehört von ganz vielen der angesprochenen Meister. Deswegen, ja, ich will nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber die Dinge, die ich sage, haben wirklich, das hat eine Basis. So, ne? Okay, ich habe dich jetzt gesehen und grüß dich nochmal. Carsten, wo bist du? Da sind jetzt immer mehr, oh, wir sind über die Zeit. Versucht mal die Chat-Fragen zu speichern, dass die uns nicht verloren gehen. Und auch hier im Saal geht es nicht weiter. Auch ihr spart, ihr sammelt, ihr speichert eure Fragen. Es gibt heute Nachmittag dann noch Gelegenheit dazu. Lasst uns das widmen. Ja, das lohnt sich richtig zu widmen. Möge viel Heilsames daraus entstehen. Sunam de tam je sikpani topne ne pedranam pamjene kegana chim palam jompaye simpen solen jowajowashok Jampe pavun jita kempadang kanto sampo de yang de shinte denda kunjin jesu da lom ching
Gewande datam jedam tungo sangye kosom ne penjen lamta chene minjur dem penjen lamdang kende mit jedem penjen lamji jintang o wamen lamdum paishu. Bis nachher. Erst mit Marianne, oder? Oder was ist heute? Was ist heute für ein Tag? Montag. Meditation. Marianne. Jo. Shakyamuni. Gut.